Dann setzen Krisen ein wie Hyperinflation oder allgemeiner Zusammenbruch, Vertrauensverlust. Dann ist Achterbahn, wenn man so will. Kombinationskrise von Frankreich an der Wand, Italien an der Wand und Österreich an der Wand und Deutschland vielleicht auch noch, die hat das Zeug, den Euro in die Luft zu sprengen. Und ich hoffe aber, dass wir eigentlich jetzt eine andere Entwicklung vorhersehen, bevor das quasi passiert. Liebe Freunde des guten Geldes, verehrte Damen und Herren, ja, wir sind ja nicht bei der Tagesschau, ist auch den meisten ja ohnehin bekannt. Herzlich willkommen zum ersten Alpha-Trio im Jahr 2025 hier aus Schaffhausen. Und ja, ich habe zum Jahresbeginn eigentlich 3 bekannte Gesichter, die ich gar nicht mehr weiter vorstellen muss im großen Sinne. Ich fange mal an, außen Volker Hellmeier aus Hamburg, auch jetzt schon das 2. Mal beim Alpha-Trio, wir machen auch regelmäßig Interviews. Der Hellmeier-Report ist ja auch ein Begriff. Volker, herzlich willkommen, dass du nach Schaffhausen gekommen bist. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, und daneben haben wir denjenigen mit der längsten Anreise, nämlich aus Dubai, eigentlich ein Österreicher, gebürtiger Österreicher aus der Steiermark, Thomas Bachheimer, vielen bekannt von seinem Nachrichtenportal bachheimer.com. Wer es noch nicht kennt, sehr empfehlenswert. Thomas, vielen Dank für deine Anreise aus Dubai. Herzlich willkommen. Danke. Bedankst du es nur für die Anreise oder auch, dass ich da bin? Das schauen wir gleich mal. Ja, machen wir noch raus. Ja, und natürlich unser Goldrevolutionär und Alpha Novum Chefredakteur, würde ich sogar sagen, Markus Krall. Markus, du hast nicht so eine weite Anreise gehabt, bist ja mittlerweile auch Wahlschweizer. Genau, 3/4 Stunde mit dem Auto. Ja, und schön aber auch, dass du dich dann nochmal ins Auto gesetzt hast, hier vorbeigekommen bist. Herzlich willkommen, Markus Krall. Danke. Ja, ich glaube, selten ist in den letzten Jahren ein Jahr so gestartet wie dieses. Das geht ja wirklich drunter und drüber und wir versuchen das mal so ein bisschen nach dem roten Faden abzuarbeiten. Der Kapitalmarktausblick kommt dieses Mal am Ende. Wir fangen mal an mit ganz aktuellen wirtschaftspolitischen Entwicklungen, vor allen Dingen auch in der Eurozone. Und Thomas, da würde ich gerne mit dir mal anfangen. Was ist denn da eigentlich in Österreich momentan los? Ich meine, wenn ich das so aus Deutschland betrachte, bei uns so schwarz-rot-grün, harmoniert bei uns so wunderbar. Wieso funktioniert das nicht in Österreich und was ist da eigentlich los? Ja, weil der Österreicher per se einmal ein Vernunftmensch ist. Und wir müssen reparieren. Ja? Also ihr Deutschen braucht das nicht, aber wir reparieren ganz gerne. Es erinnert mich ein bisschen an die Nachkriegszeit in Italien, die hatten 47 Regierungen in 45 Jahren. Aber damals haben wir darüber gelacht, aber es ist besser als ein stabiler Block, der grün-rot ist. Ja? Aber wir hatten schon große demokratiepolitische Probleme. Unser Bundespräsident ist völlig durchgeknallt, das kann man so sagen. Ich fordere ihn auch hier noch einmal zum Rücktritt auf. Er hat Usancen gebrochen. Er hat nicht die stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragt, sondern seinem politischen Wunsch entsprechend eine Zuckerl-Koalition, Zuckerl ist für die Deutschen ein Bonbon, eine Zuckerl-Koalition gemacht, aber wir alle wussten, dass das nicht funktioniert. Ja? Und letzten Endes hat sich Rot-Schwarz dann nicht bilden können, also diese große Koalition mit einer pinken Neos-Mannschaft. Und dann ist es zerbrochen, sehr peinlich für den Bundespräsidenten jetzt, muss man wirklich sagen. Und jetzt ist dann die FPÖ unter Kickl dann als stimmenstärkste Partei mit über 28% mit der Regierungsbildung beauftragt und einer geschwächten ÖVP, die ungefähr dem CDU-Modell entspricht, als Juniorpartner. Und da passiert jetzt wahrscheinlich sehr viel, weil die ÖVP war bislang in der Regierung und hatte große Budgetdefizite aufgeladen und es aber vor der Wahl nicht gesagt. Auch gleich wieder mal von mir ein Aufruf, man muss die Gesetze ändern, man muss vor einer Wahl, vier Wochen vor einer Wahl, sollte man die Budgetzahlen und die Staatsverschuldung kennen. Und die darf nicht verrückbar sein, weil man geht ja mit der falschen Prämisse in Wahlen. Und jetzt, das muss man jetzt aufräumen. Und wie hoch ist die Schieflage in Österreich? Ja, ich kann's, das Loch, das Budgetloch war 32 Milliarden Euro bei 8,8 Millionen Einwohnern. Das ist nur das, was wir nicht wussten.
Also das Ja, ist schon, das Für Deutschland 300 Milliarden. ja, also das ist Faktor schon, 10 für, genau, das ist schon Faktor nicht 10 ohne. Deutschland. Und ich habe vorgestern noch mit der FPÖ telefoniert und die haben gesagt, und da kommen noch ein paar Gewichteln noch. Ja. Und wir haben eben, nächste Woche gibt es eben Budgetrat in der EU und da reist man Österreich noch mit keiner Regierung, wir müssen hinreisen. Wir müssen schauen, dass wir Defizitverfahren umschiffen. Wenn das getan ist, dann wird es zur Regierungsbildung kommen unter der FPÖ mit hoffentlich recht vernünftigen Politikern, wie ich meine. Und dann, glaube ich, wird es sehr spannend, weil dann wird Österreich absolutes Nein zum digitalen Euro, also zum Zwang des digitalen Euro. Ich habe sehr viel mit denen gemacht, Bargeld, unter Peter Böhringer, Gold zurück nach Österreich. Der Böhringer hat es für Deutschland gemacht, ich habe es in seinen Windschatten vor 10 Jahren, du warst dabei. Und da hat diese Partei, das muss man ehrlich sagen, immer mitgemacht. Also was wir Auftritte gehabt haben mit Bargeldverbot, nein danke und solche Sachen, also die haben dann schon den Respekt vor dem Privateigentum in ihrer Genesis drinnen. Und das ist ja eine Erleichterung jetzt, wenn wir alle wissen, dass CBDCs kommen, der digitale Euro, und da ist ein klares Nein. Also die Bevölkerung wird geschützt davor, ihn zwanghaft verwenden zu müssen. Und das ist, glaube ich, schon einmal die positivste Nachricht, wie man in dieses Jahr gehen kann. Nicht meine Leistung. Volker, die Haushaltsdefizite scheinen ja allgemein so das Kernproblem in der Eurozone zu sein. Wenn man nach Frankreich schaut, auch komplettes Regierungschaos, auch wegen dem Haushaltsbudget. Wie ist deine Einschätzung zur aktuellen Lage in der Eurozone? Erstmal muss man ja sagen, wenn Haushaltslöcher entstehen, ist es ja Ausdruck, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Dass es also keine Nachhaltigkeit entwickelt. Und ich glaube, wir sollten uns insgesamt im Westen einmal gerade machen, und nicht nur im Westen, auf der Welt, und konstatieren, dass Politik die Verantwortung hat, nachhaltige Rahmenbedingungen, zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu generieren. Und es bedeutet, dass wir das gesamte Konzept in Europa, wenn wir jetzt wieder auf Europa zurückgehen, das war deine Frage, hinterfragen müssen, inwieweit Neuverschuldung in den letzten 20, 30 Jahren zu stark konsumtiv geprägt war. Ich habe nichts gegen eine Neuverschuldung, die investiv ist, nicht auf Narrativbasis ideologisch, sondern die pragmatisch investiv ist. Und von daher braucht Europa gerade in den großen Ländern, eine Neuausrichtung im Sinne von Investitionstätigkeit, weg von der Anspruchsgesellschaft, weil diese Defizite sind Ausdruck der Anspruchsgesellschaft, hin zur Leistungsgesellschaft. Und ich biete hier noch einen Gedanken an, dass wir überhaupt den Luxus haben, diese Anspruchsgesellschaft aufzubauen, basiert auf der Leistungsgesellschaft zuvor. Das heißt, die jetzt die Anspruchsgesellschaft fortschreiben wollen und die Leistungsanreize reduzieren wollen, negieren die Ursache dafür, dass es überhaupt die Anspruchsgesellschaft gibt. Und für mich ist das, wenn man intellektuell jetzt nicht vollkommen unbeschlagen ist, eigentlich Ausdruck einer Ignoranz in Europa in den letzten 30 Jahren gegenüber der Kraft des Normativ-Faktischen. Es ist eine Ignoranz gegenüber den zukünftigen Generationen und der Verpflichtung auch für sie, Zukunftsfähigkeit darzustellen. Wenn wir diesen Dreh nicht schaffen, jetzt hin zur Leistungsgesellschaft, mit massivsten Reformen, dagegen ist Gerhard Schröder ein Witz gewesen, Agenda 2010. Wir brauchen in Deutschland eine Anpassung in der Größenordnung von 10% der Wirtschaftsleistung, grob geschätzt. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir uns im internationalen Wettbewerb immer weiter ins Abseits stellen, mit immer höheren Defiziten. Und am Ende kommen wir gar nicht drum herum, diese Reform dann zu machen. Je länger wir warten, desto höher ist der potenzielle Anpassungsbedarf mit dramatischen Schmerzen verbunden. Also, je früher wir jetzt agieren, desto besser ist. Und ich möchte eins sagen, gleich zu Eingang dieser Veranstaltung. Für mich ist das Jahr 2025 das Jahr von Veränderung, mehr als die letzten Jahre. Wir sehen es in den USA, wir haben Wahlen in Deutschland, wir sehen, was in Österreich passiert. Und die Welt baut sich dynamisch auf. Wir werden das gleich im Einzelnen noch besprechen. Also es sind Chancen und ich lächle das Jahr freundlich an. Okay. Nicht, weil ich stolz bin auf unsere Politik, sondern weil ich eine Chance sehe auf die Veränderung. Und deswegen sehen Sie mich verdammt nochmal zuversichtlich.
Großartig. Wunderbar, für diese schönen Worte gibt es nicht so oft beim Alpha-Trio, aber das kommt mal richtig gut an, tut mir auch mal gut. Und Markus, na, ich will mal schon mal so ein bisschen mal Dampf rausnehmen. Wir können gar nicht über das Gleiche reden. Markus, jetzt bisher war es ja eigentlich so die relativ ausgewogene Haushaltspolitik Deutschlands, die den Euro noch relativ stabil gehalten hat. Aber jetzt sehen wir genau das, was wir in Österreich, Frankreich sehen, dass der Haushalt aus dem Ruder läuft. Genau das sehen wir ja aktuell auch in Deutschland. Was ist da zu befürchten jetzt? Ja gut, ich würde mir erstmal die Hypothese abstreiten, dass Deutschland quasi besonders ausgeglichenen Haushalt gehabt hat. Deutschland hat mehr Schattenhaushalte, mehr versteckte Verpflichtungen, beispielsweise als Italien. Ja, wenn man mal die Rente beispielsweise, wenn man das mal alles richtig zusammenzählt, dann stellt man fest, dass Deutschland in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht gut gewirtschaftet hat. Und die Ampelregierung hat es jetzt auf die Spitze getrieben. Also die haben jetzt mit 100 Milliarden schon mal schnell aus der Lameng für die Verteidigung, ja, die man einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, was gemacht, was im Prinzip auch rein schuldenfinanziert ist. Sie haben es Sondervermögen genannt. Deutschland ist das einzige Land, in dem Schulden als Sondervermögen bezeichnet werden. Das ist auch spektakulär. Also wenn ich nächstes Mal auf die Bank gehe und sage, ich will 10 Millionen Sondervermögen, ja, dann wisst ihr auch alle Bescheid. Ja, und da ist Deutschland in einem katastrophalen Zustand und Österreich natürlich genauso. Im Grunde genommen sind die beiden ja wie Patt und Paterschan. Wobei bei Österreich, das ist interessant, weil Österreich hat, was das politische Personal auf der Mainstream-Seite angeht, stets wirklich in direkter Konkurrenz mit Deutschland. Das ist also, Van der Bellen erinnert mich immer an den Satz von Maggie Thatcher, die mal gesagt hat, ich gehe nicht zurück in die Politik, sonst sagen die Leute, die Mumie kehrt zurück. Ja? Und daran muss ich immer denken, wenn ich den Mann sehe. Ja? Also den Satz von Thatcher, die hat wenigstens noch Selbstironie gehabt. Unsere politische Klasse hat es ja gar nicht mehr. Und ja, wir haben einen komplett derangierten Haushalt. Und jetzt sehen wir natürlich in Deutschland, dass die Lage dadurch massiv verschärft wird, dass die Grundlage der Staatsfinanzierung quasi wegbricht. Denn kein Staat kann sich finanzieren, wenn er keine vernünftige Wirtschaft hat, aus der er quasi die Steuereinnahmen bezieht. Und diese Koalition unter Scholz, Habeck und Lindner hat ja alles getan, um die Steuerkraft Deutschlands und die Leistungsfähigkeit des Landes durch falsche Energiepolitik, falsche Regulierungspolitik, sogenannte Klimapolitik, was ich per se schon für einen Schwachsinn halte, zu unterminieren. Also sie haben nichts ausgelassen und dementsprechend steht eigentlich Deutschland mindestens so vor der Wand wie Österreich, wenngleich die 30 Milliarden, die finde ich schon bemerkenswert. Man muss das mal in Beziehung setzen. Also in Deutschland wären das über 300 Milliarden, vergleichbar als Zahl. Ja, und das wären also so 7–8% vom Bruttosozialprodukt. In der Größenordnung bewegen wir uns da. Ja, 7–8% vom Bruttosozialprodukt. Und da ist es auch kein Trost, dass die Franzosen das schon seit 20 Jahren machen und dass Frankreich wahrscheinlich der Sprengsatz wird, der den Euro in die Luft jagt. Also nicht Deutschland oder Österreich werden den Euro in die Luft jagen, Frankreich wird den Euro in die Luft jagen. Mit der kommenden Krise, mit der kommenden Budgetkrise in Frankreich, die ist unvermeidlich, wird der Euro vor der Wand stehen. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Volker, spannend ist ja auch, dass die Deutsche Bundesbank, die ja eigentlich immer so die Säule der Stabilität war, dieses Jahr erstmalig nach Aufzählung aller Reserven einen zweistelligen Milliardenverlust machen wird. Da gibt eine Studie von der Bundeswehrhochschule Hamburg, dass bis Ende 2055 Milliarden Schulden aufgelaufen sein soll. Was heißt das für den Euro, für die Kapitalmärkte? Da ist doch eigentlich Game Over jetzt, oder? Wenn die Zentralbank bankrott ist. Also die Zentralbanken haben einen Vorteil gegenüber allen anderen Banken. Sie können mit Negativkapital arbeiten. Bank of Japan hat das über eine Dekade oder länger sogar gemacht. Das heißt, sie gehen nicht pleite. Diese Funktionalität einer Zentralbank wird aufrechterhalten. Ich stimme dir insoweit zu, als dass ich sage, natürlich ist es ein Menetekel, wenn eine Bundesbank, die früher für Stabilitätspolitik, einen Konservatismus, und das ist auch richtig, dass die Zentralbank das macht, stand, dass die im Moment in dieses Fahrwasser gezogen ist. Aber es sind natürlich vor allem die Dinge die Bewertungsverluste auf die Anleihenportfolios, die aufgekauft worden sind. Und das gleicht sich dann am Ende aus. Die werden zu 100 zurückgezahlt, Punkt aus Ende. Aber wir werden damit leben und wir werden sehen, dass dieses Thema am Ende zur Seite geschoben wird. Nochmal, die Funktionalität der Zentralbank ist dadurch nicht gefährdet. Und ich glaube, das ist die entscheidende Größenordnung. Es ist mir trotzdem persönlich ein bisschen peinlich, weil wir in Deutschland natürlich, wir schauen mal 10 Jahre zurück, der Zuchtmeister
waren, um andere Länder, die Fehlentwicklung hatten, zurechtzuweisen. Und wenn man vor diesem Hintergrund dann die aktuelle Situation sieht, Deutschland 2014 Nummer 1 in der Europäischen Union, in den USA und in den Großbritannien stand in den großen Gazetten Deutschland wie Phönix aus der Asche. Nun, jetzt sind wir wieder bei der Asche angekommen. Also innerhalb von 10 Jahren vom ersten Platz auf den letzten, da muss man sich Mühe geben. Und es liegt ja nicht an den Menschen oder an den Unternehmen, sondern es liegt an der diskretionären Politik, die wir uns hier im Rahmen der EU und noch spezifisch in Deutschland erlaubt haben, die den Interessen des Standortes für die Unternehmen, die den Interessen der Bürger diametral entgegengelaufen sind. Und es macht mich traurig, denn es gab ja Mahner. Hier sitzen ja einige von denen, die rechtzeitig gemahnt haben. Und jetzt möchte ich auf einen anderen Punkt kommen, dann reden wir über das Thema Pluralismus, und zwar jetzt im Rahmen des Organigramms. Ein wirklich freiheitliches Organigramm, das effizient sein will, erlaubt den Pluralismus, die Meinungsvielfalt in der Meinungsbildung, in der politischen Elite. Und ich kann selber davon reden, weil ich war früher ein Teil davon, als es noch pluralistisch war. Und in der zweiten Phase Merkel und in der aktuellen Phase wurden in Berlin, und ich kann hier nur für Berlin sprechen, aber ich weiß, dass es gilt auch für andere Länder, politische Echokammern etabliert, in denen die kritischen Geister eliminiert worden sind aus dem Diskurs und nur die Opportunisten und Ja-Sager, die Lakaien der Macht, weiter ihr Spiel spielen konnten. Und die Fehlentwicklung, die wir heute haben, hängt kausal damit zusammen. Das heißt, wir haben in den Eliten, die unser Organigramm tragen, ein Fehlsteuerungsmodul über diese Echokammern. Und wenn wir uns dessen nicht entledigen sollten, Gnade uns Gott, weil damit das Risiko einer Fortschreibung von Fehlentwicklung, häufig auch ideologischer Natur, zunimmt. Deswegen senden wir hier natürlich, ne, auch das Alpha-Trio, aber ja, ganz wichtiger Punkt. Thomas, was macht das mit dir, wenn du, was wirst du, der Zuchtmeister Deutschland mit deiner steirischen Sicht? Wir schauen ja immer auf Deutschland und als Kind der 60er Jahre ist Deutschland natürlich immer ein Vorbild gewesen, das ist keine Frage. Die Disziplin für euch, und bei euch hat jeder in Hochdeutsch gesprochen, das haben wir immer sehr geschätzt, da haben wir immer geglaubt, ihr seid kompetent, aber jetzt wissen wir, dass das nicht so ist. Da reden wir lieber Dialekt, aber es ist schon sehr beeindruckend. Ich habe die Bundesbank in mehreren Aufsätzen immer als Sophia Loren unter den Zentralbanken bezeichnet, weil die war fesch, die war vornehm. Und sie war ein bisschen langweilig. Und offensichtlich wollte die Bundesbank nicht mehr langweilig sein und ein bisschen Spice up my life machen, und jetzt machen sie das. Weil eines ist schon interessant, und wenn der Tagesanzeiger von gestern hier in der Schweiz nicht lügt, ist in der gleichen Zeit, wo die Deutsche Bundesbank den Verlust schreibt, haben die Schweizer SNB, von der ich kein großer Fan bin seit der Durchführungsverordnungsreform von 1996, 97, seitdem brauche ich es auch nicht mehr, aber die haben, glaube ich, 3 Milliarden Gewinn gemacht, und die Kantone, also Schaffhausen, glaube ich, kriegt einen zweistelligen Millionenbetrag ausbezahlt, weil die Kantone werden finanziert über die Gewinne der SNB. Kanton mit 400.000 Einwohnern. Ja, also klein, ne? Ich habe das gestern noch schnell gelesen, auf einmal kommt natürlich die Stimme Hellmeyers in den Raum, und dann habe ich die Zeitung weggelegt und habe vergessen, fertig zu lesen. Aber es ist schon interessant, wenn ein vornehmes Haus, ein großartiges Haus, das über Jahrzehnte Stabilität garantiert hat, der stabilste Anker im Weltenlauf war, sowas macht, während daneben die Zentralbank Gewinne schaufelt. Das mit den Veranlagungen und mit den Abwertungsverlusten, deshalb kann ich das nicht ganz glauben. Ich fürchte, dass die Bundesbank gleich wie die EZB grüne Politik, ESG-Politik betrieben hat und dass einer das viel Geld gekostet hat. Ich habe aber nicht reingeschaut, ich weiß nicht, aber du liegst ja schon so. Also ich hatte da mal so ein interessantes Erlebnis, eine Anhörung im Bundestag, Ausschussanhörung im Bundestag, da ging es um dieses ESG-Thema. Und dann hat eine der Fraktionen mich als Zeuge geladen, und ich habe dann das entsprechend verdammt, wie sich das gehört für einen Libertären. Und da saß doch tatsächlich eine Dame von der Bundesbank, irgendeine Quotenfrau saß da auch auf dem Podium und meinte, ja, aber es sei doch die Aufgabe der Zentralbank, Klimapolitik zu machen. Ja, und da dachte ich bei mir,
Das ist der Untergang. Das ist schon ein paar Jahre her. Also das ist dieser intellektuelle Tiefflug, dass die Zentralbank zuständig sei für die Klimapolitik, ein Satz, den ja Frau Lagarde ständig auf den Lippen hat, ist der Untergang. Ja, das muss man sich klar machen. Das ist spätrömische Dekadenz. Ja, wenn man also zunächst mal ist es natürlich so, dass es Klimapolitik gar nicht gibt, weil es keine Klimawissenschaft gibt. Es gibt eine Klimareligion, was anderes gibt es da gar nicht. Genauso kann ich den Mond anheulen oder ein Ministerium für schwarze Löcher einrichten, da werde ich genauso viel mitbewegen. Ja. Zweitens, das Ganze dient ja nur als Vorwand, um die Luft zu besteuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht darum, uns auszubeuten. Da wird überhaupt nichts am Klima geändert. Wenn jetzt haben wir also zur Jahreswende in Deutschland wieder eine Erhöhung der CO2-Steuer, ich glaube um 25%. Ja, da machen sich nur Leute die Taschen voll. Und das ist noch nicht mal so, dass es auch nur auf Inkompetenz beruht. Es ist Inkompetenz natürlich in gigantischem Maße vorhanden durch die Negativauswahl unserer Politiker, aber es ist auch Bösartigkeit. Und zwar gierige, korrupte Bösartigkeit. Ja, eine politische Klasse, die sich Privatfotografen, Privatfriseure, Privatvisagisten, private Stilberater gönnt und die durch die Gegend jettet. Jetzt war Frau Baerbock wieder in Damaskus. Hat sich zwar musste sich verpixeln lassen dort auf den Bildern, hat aber 60 Millionen von unserem Steuergeld im Gepäck mitgehabt für diesen Al-Qaida-Ableger, der dort jetzt an der Macht ist. Also da fällt mir nur noch da fällt mir nichts mehr ein, außer wirklich zu sagen, es handelt sich um eine inkompetente Bösartigkeit. Ja, diese Kombination ist besonders gefährlich. Und man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Ja, das geht schief. Ne? Und im Grunde genommen, ich kann nur noch auf Millet abstellen. Das kann alles weg. Und ich bin irgendwie auch nicht mehr bereit, Kompromisse da einzugehen. Ja? Warum sollten wir Kompromisse mit solchen Leuten eingehen? Ja. Millet werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte da nochmal das Thema aufgreifen, Markus, weil es ist wirklich wichtig. Wenn wir einen wirklich freiheitlichen Rahmen haben wollen, und bei der Europawahl haben alle etablierten Parteien plakatiert mit Freiheit und Demokratie, das sind die Parteien, die für 20 Jahre Verbotskultur stehen. Verbot ist das Gegenteil der Freiheit. Darüber müssen wir mal diskutieren. Aber der zweite Punkt, wichtig, was Markus eben sagt, mit der Zentralbankvereinnahmung Richtung ESG. Das ist ein Skandal, was hier passiert. Im Organigramm sind die Aufgaben klar definiert. Klimapolitik ist eine Politik für Regierungen, weil die vielleicht auch dem Zeitgeist unterworfen sind und vielleicht es auch neue Erkenntnisse gibt, die es aktuell gibt in der Klimaforschung, die Ergebnisse der früheren in Frage stellen. Ich bin kein Klimaforscher, ob das richtig oder falsch ist, aber das ist ein reagibles Gut. Mehr noch hat Europa ja die Hausaufgaben der Klimapolitik gemacht. Seit 1990 Deutschland 50% Reduktion, USA plus 1%. Sorry, wir retten das Klima nicht, auch wenn das Bundesverfassung, wenn es jetzt mittlerweile in der Verfassung drin ist, was auch falsch ist. Wir haben ein parteipolitisches Thema zu einem zentralbankpolitischen gemacht, zu einem verfassungsrechtlichen, obwohl es ein reagibles Gut ist und es nicht in Stein gemeißelt ist, ob unsere aktuellen Vorstellungen richtig sind. Und das sind für mich Angriffe auf den ordnungspolitischen Rahmen von freiheitlichen Gesellschaften, weil sie eine Vorfestlegung bedingen und damit eine Entmündigung des Souveräns zur Folge haben. Und darüber mache ich mir Sorgen. Deswegen habe ich in meinem Buch Endlich Klartext, ein paar Exemplare sind hier, 2007 geschrieben. Zuerst verlieren wir die freien Märkte, dann die Demokratie. 2007. Und jetzt vergleichen wir mal den Zustand der Demokratie 2007 mit 2025 bezüglich Pluralismus zum Beispiel, bezüglich Rechtsstaatlichkeit, bezüglich Veränderungen, Regierungsthemen in organigrammtechnische Organisationen wie Bundesverfassungsgericht oder Zentralbank zu bringen. Das ist verkehrt. Und wir müssen zurückkommen zu einem Rationalismus, zu einem Pragmatismus, weg von Ideologie, weil am Ende ist das Ausdruck von Ideologie. Und Ideologie hat diesem Land Deutschland seit 1871 existent in der Form noch nie gut getan. Pragmatismus, Leistungsanreizsysteme, die taten uns gut. Und man sollte vielleicht mal die Historie reflektieren, um die Fragestellung zu beantworten, wie wir Zukunftsfähigkeit wieder gewinnen. Das ist ein ganz elementarer Punkt. Und da hat mich die FDGO, die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung,
der freie Geist, der Spaß an Leistung, der Lust auf Erfolg, dafür kann man Hellmeier bekommen. Ja. Dafür mietet man mich nicht, dafür hat man mich. Und dafür trommeln wir übrigens auch im Alpha-Trio für die FDGO. Und da sollte man sich mal genau anschauen, was das überhaupt bedeutet und wer diesen Ausdruck für sich benutzt. Und wer sagt, das sind die Gegner der FDGO? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es geht ja in der Regel mit der Geldwertstabilität los. Da wird inflationiert. In der Phase sind wir komplett drin. Und Thomas, wir haben ja auch hier jemanden regelmäßig zu Gast. Das ist die Frau Barbara Keulm, die als stellvertretendes Aufsichtsratmitglied der österreichischen Nationalbank war. Und vielleicht da noch mal ein kurzer Stand von dir. Ich habe gehört, die wird auch jetzt als Finanzministerin gehandelt, wenn es da jetzt eine neue Regierung geben sollte in Österreich. Was können wir da von der Barbara erwarten? Ist das drin? Also, oder? Ich widerspreche dir ja so ungern, lieber Krug, weil ich dich ja mag. Aber also waren Sie im Gespräch, ich bin nicht Sprecher der FPÖ, ich arbeite mit denen projektbezogen zusammen, ich durfte schon zwei Gesetzesvorschläge machen, die dann ins Parlament gegangen sind und selbstverständlich abgelehnt wurden, aber ich bin jetzt nicht Sprecher der FPÖ. Was man weiß, ist, dass die Barbara auf einer Liste stand als Wirtschaftsminister, eher als Finanzminister. Okay. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Viel mehr weiß ich nicht. Wüsste ich mehr, dürfte ich es heute auch nicht sagen. Ja, klar. Jetzt kann ich mich hervorragend wichtig machen, in Schachtelsätzen. Kannst den Habeck geben. Ja, das ist der Habeck, ja genau. Ja. Nein, aber es wird auf alle Fälle, und das muss man schon sagen, das wird revolutionär. Respekt vor dem Privateigentum und ein Sparpaket, ohne dass der kleine Mann sparen muss. Und das Problem ist, dass ja die Große Koalition daran gescheitert ist, am Bankenkomplex in Österreich. Bankiers sitzen bei uns im Parlament in Clubstärke. Ja, die Reika ist riesengroß in Österreich. Und die haben ja beim angedachten Sparpaket, da hätten sollen die Banker zahlen, laut SPÖ, wobei ich sage, ja, Enteignungen mag ich prinzipiell nicht, aber wenn es eine Bank betrifft, sage ich, ist mir ein bisschen leichter. Ja. Und die Bankenfraktion hat sich angeblich derartig quergestellt, dass das Zuckerl explodiert ist. Und jetzt bin ich neugierig, wie die FPÖ die Gratwanderung schafft, sozial gerecht eben ein Sparpaket, und das muss enorm sein, zusammenzuzimmern. Ja. Und ich hoffe, ja, dass sie ein gutes Personal haben. Wir werden auch miteinander reden. Ich möchte bei der Bankenfraktion mal weitermachen, Markus. Es läuft ja momentan eine Übernahmeschlacht über die Commerzbank. Also die Unicredit hat, während wir hier sitzen, werden wahrscheinlich weitere Anteile aufgekauft. Letzten Stand, den ich hatte, war jetzt 28% der Commerzbank. Und es gibt ja diesen Artikel von Hans-Werner Sinn, der sagt, wenn die Unicredit die Commerzbank übernimmt und den Hauptsitz nach Frankfurt verlegt, dann würden sie automatisch unter das Haftungsdach schlüpfen in Deutschland. Das heißt, der deutsche Steuerzahler und Sparer würde auf einmal haften für diese riesige Bilanzsumme der Unicredit. Und das würde ja eigentlich, ist ja eine Vollendung, kann man ja fast sagen, des Euro-Projektes, weil man dann ja überhaupt nichts mehr auseinander bekommt. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was viele unterschätzen, was aber aktuell im Hintergrund vorangetrieben wird. Also ich habe da eine etwas andere Meinung als der Hans-Werner Sinn. Und zwar deswegen, weil wenn die Unicredit explodiert, dann wird Italien zu retten sein, mit und ohne die Commerzbank. Und dann wird Deutschland sowieso einspringen müssen, ja, wie es immer passiert ist. Ich meine, wir haben 2008, und das war das Jahr, in dem ich zum ersten Mal gesagt habe, Freunde, wenn ihr glaubt, ihr könnt den Maastricht-Vertrag aushebeln und damit die Rechtsstaatlichkeit aushebeln an dieser Stelle, dass dann der Rechtsstaat an anderen Fronten einfach stehen bleibt, das könnt ihr vergessen. Das ist wie eine Laufmasche. Man zieht den Rechtsstaat an einer Seite auf und dann läuft es durch, bis es beim Bürger angekommen ist, bis es der Letzte kapiert hat, dass es keinen Rechtsstaat mehr gibt. Und im Prinzip hat man 2008 letzten Endes in der ersten Euro-Krise den Rechtsstaat aufgekündigt und hat Deutschland dafür haftbar gemacht, entgegen allen Versprechungen, entgegen allen Schwüren, heiligen Eiden und Indianer-Ehrenworten. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Das heißt also, wenn die Unicredit tatsächlich in so schlechtem Zustand ist, dass sie zu explodieren droht, was ich nicht beurteilen kann, aber was immer möglich ist, weil was ich von den Stresstests der Bankaufsicht halte, ist ja hinlänglich bekannt. Ja, die sind im Prinzip FDK für die Katz. Dann wird Deutschland sowieso in der Haftung sein, mit und ohne die Commerzbank. Allerdings fürchte ich persönlich, dass
die UniCredit eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in Schwierigkeiten zu geraten, wenn sie die Commerzbank übernimmt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In Deutschland haben wir die Situation, dass umso größer die Bank oder umso größer das Banksystem, wir haben ja dieses dreiteilige Banksystem, wir haben die Genossenschaftsbanken, also Volks- und Raiffeisenbanken, dann haben wir die Sparkassen und dann haben wir die Privatbanken, die relativ konzentriert sind. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass die Größe mit der Komplexität positiv korreliert ist. Und deswegen, als die Commerzbank gerettet werden musste zum ersten Mal, deswegen gibt es ja auch noch eine Staatsbeteiligung an der Commerzbank, hat es was mit ihrer Komplexität zu tun gehabt und mit ihrer Unfähigkeit, diese Komplexität zu managen. Und da war die UniCredit, to be fair, in der Vergangenheit besser drin als die Commerzbank. Ich weiß nicht, ob der UniCredit klar ist, was es sich für eine Art von Portfolio und was es sich vor allen Dingen für eine Art von IT einhandelt, wenn sie die Commerzbank übernimmt. Da bin ich skeptisch, aber da muss die UniCredit wissen, was sie tut. Aber die Haftungslage, die ändert sich dadurch überhaupt nicht. Das Einzige, was natürlich möglich ist, dass wir eine zeitliche Koinzidenz haben mit mehreren Eurokrisen, die gleichzeitig kommen. Bisher war es ja so, dass Eurokrisen kleinere Länder und mittelgroße Länder wie Griechenland oder Portugal betroffen haben, oder auch Zypern, kleines Land. Dann war es möglich, quasi da mit frisch gedrucktem Geld alles unter den Teppich zu kehren. Ich sehe aber, dass wir jetzt möglicherweise so eine Art unheilige Dreifaltigkeit da auf uns zukommen sehen, nämlich zwei große und ein mittelgroßes Land, die simultan in Schwierigkeiten kommen könnten. Wir haben einerseits über Österreich ja schon diskutiert. Das hat das Zeug zu einer kleinen Eurokrise. In Frankreich ist die Budgetlage und die Wirtschaftslage nach x Jahren sozialistischer Politik und Macron, der als Kandidat der Mitte mal angetreten ist und der hat im Prinzip diesen Staatssozialismus und Etatismus genauso weitergefahren, noch schlimmer als seine Vorgänger. Wie Trudeau. Ja, wie Trudeau, genau. Und also Frankreich, da ist die Regierung an der Budgetkrise schon gescheitert. Frankreich hat keine Regierung, die das Budgetloch eindämmen könnte im Moment. Haben sie einfach nicht. Jeder, der es versucht, scheitert an den Mehrheitsverhältnissen im Parlament. Das heißt also, die Verschuldung Frankreichs läuft vollkommen ungebremst aus dem Ruder. Und wenn jetzt noch Italien dazukommt, das sich die letzten 2,5, 3 Jahre mit 300 Milliarden frischem Geld aus Brüssel über Wasser gehalten hat, als Gegenleistung dafür, dass sie bei der schwachsinnigen Einwanderungspolitik dem nicht Einhalt geboten haben damals, ja, was im Grunde genommen schon auch absurd ist, dass Brüssel ein Land dafür besticht, eine Einwanderungspolitik gegen die Interessen Europas aufrechtzuerhalten. Ja. Da sieht man, da fragt man sich natürlich, wessen Interessen vertritt Brüssel eigentlich. Ja, die Frage stellt sich ja sowieso schon lange. Aber wenn das jetzt simultan auf uns zurollen sollte, dann ist völlig klar, dass die Krise zu groß ist, als dass sie irgendwie noch bewältigt werden könnten. Nicht indem einzelne Länder Bürgschaften übernehmen. Deutschland ist nicht groß genug, um für Frankreich und Italien und Österreich gleichzeitig zu bürgen, noch indem einfach mit Gelddrucken es macht, weil wenn man das macht, dann würde ich mal sagen, passiert Folgendes, dann wird das, was der Kollege Hellmeier gerade noch relativ gelassen gesehen hat, nämlich negatives Eigenkapital auf einer Zentralbankbilanz, das geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und da gibt es Studien drüber. Wenn das negative Kapital auf der Zentralbankbilanz nämlich so groß wird, dass es den Seigniorage-Kapitalwert der Zentralbank überschreitet, dann knallt es. Was heißt das? Das heißt, eine Zentralbank, die kann durch Geldinflationieren Gewinne erzeugen und quasi den Rahmen oben abschöpfen. Und das kann sie jedes Jahr tun in einem bestimmten Umfang. Sie kann jedes Jahr so 2, 3, 4% vom Bruttosozialprodukt abschöpfen. Wenn man dieses verbarwertet, dann kommt man so ungefähr auf eine Größenordnung von 40, 50, 60% des Bruttosozialprodukts. Das ist der Aktienwert, den die Zentralbank für den Staat hat, wenn man so will. Wenn das negative Eigenkapital diesen Aktienwert überschreitet, dann geht das Vertrauen schlagartig verloren. Das geht meistens dann auch sehr schnell, weil dann plötzlich auch Neubewertungen anstehen und die ganze Bilanz neu bewertet werden muss. Und dann setzen Krisen ein wie Hyperinflation oder allgemeiner Zusammenbruch, Vertrauensverlust. Dann ist Achterbahn, wenn man so will. Und diese Kombinationskrise von Frankreich an der Wand, Italien an der Wand und Österreich an der Wand und Deutschland vielleicht auch noch, die hat das Zeug, den Euro in die Luft zu sprengen. Und ich hoffe aber, dass wir eigentlich jetzt eine andere Entwicklung vorhersehen, bevor das quasi passiert.
Und das ist das Überschwappen der libertären Revolution über den Atlantik. Wenn die Länder in Europa jetzt reformieren, bevor die ganz große Krise kommt, dann können sie Vertrauen herstellen und Vertrauenskapital bilden, das sie dann durch diese Krise auch durchkommen lässt. Aber wenn sie das nicht machen, dann ist da zappenduster. Ja. Volker, du bist ja auch ein Bankeninsider, bist ja bekannt, hast ja für viele Landesbanken auch gearbeitet. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ich teile die von Markus im Hinblick jetzt auf Senioric, auf Zentralbank. An diesem Punkt sind wir, wie gesagt, noch nicht, aber das Risiko stünde ultimativ im Raum, konjunktiv stünde im Raum. Ja. Aber ich möchte noch mal auf das Thema, was du zuletzt adressiert hast, eingehen, weil es mir ganz wichtig. Wir haben in der Tat in wesentlichen Bereichen, die mit uns in Konkurrenz stehen, der Weltwirtschaft, eine Leistungsertüchtigung. Was jetzt unter Trump passiert, ist, sie haben ja ohnehin komparative Vorteile, weswegen wir in den letzten 3 Jahren die größten Nettokapitalabflüsse aus Deutschland in die USA gesehen haben. Und was sie jetzt machen, ist deregulieren, Steuersenkungen, fossile Brennstoffträger wieder forcieren, Energie verbilligen, Angebot üppiger zu gestalten. Das heißt, jetzt nimmt der Konkurrenzvorteil der USA gegenüber Europa, wo Europa mit dem Rücken an der Wand steht ohnehin, dynamisch zu. Sollten wir in dieser Situation nicht darauf reagieren, dann werden diese Kapitalabflüsse, Kapitalstock, Steuersubstrat in der Korrelation noch dynamischer zusammenbrechen. Und dann kann genau dieses Risiko, Zerfall der Eurozone kommen. Das stand vor 2, 3 Jahren nicht auf meiner Agenda, weil ich mir auch nicht diese Form der masochistischen Politik in Deutschland und Europa vorstellen konnte. Das steht heute als potenzielles Risiko im Raum. Und das müssen wir den Menschen auch sagen, weil der Durchschnittsmensch da draußen, der bewegt sich immer noch im Rahmen größtenteils der sogenannten etablierten oder Mainstream-Medien. Da werden diese Themen doch gar nicht, ich sprach von Echokammern, bedient. Das machen wir, das ist hier eine elitäre Veranstaltung. Leider, die sollte ein breiteres Publikum bekommen, damit den Menschen überhaupt bewusst ist, mit welchem Risikocluster wir hier derzeit konfrontiert sind, vor dem Hintergrund der Verschiebung. Ich will noch einen Gedanken dazu einbringen. Der globale Süden hat durchaus untereinander Probleme, vielleicht redest du nachher noch von Türkei und BRICS und diesen Geschichten, aber Fakt ist, der globale Süden, der für 70% der Weltwirtschaft steht, Basiskaufkraftparität, der globalisiert sich weiter, schafft Effizienzgewinne, wird dadurch in sich attraktiver, weil ein anderes Potenzialwachstumsszenario dort vorherrscht. Die USA auf der anderen Seite werden attraktiver und Europa sieht mittlerweile aus, noch vor 30 Jahren, wie ein heißes Mannequin, Heidi Klum. Ja, aber vor 30 Jahren, es hat sich etwas verändert. Die Biologie zehrt. Und an diesem Bild, an dieser Metapher möchte ich deutlich machen, wenn wir jetzt nicht anfangen, uns neu zu erfinden, Gnade unseren Kindern Gott. Mir geht es doch nicht um meinen Hintern hier. Ich kann morgen sagen, tschüss, das war's und Conny und ich haben eine gute Zeit. Ich mache das hier, weil ich eine Verantwortung habe vor dem Wissen, das ich habe. Und ich danke euch auch dafür und auch dir. Wir haben es, glaube ich, nicht persönlich nötig, sondern es ist die Sorge, die uns umtreibt, aus dem Wissen, das wir haben und der Verantwortung, die sich daraus ableitet, in dieser Kausalität. Und wenn ich die Verantwortungslosigkeit politischer Eliten in Europa sehe über die letzten Jahre, dann fehlt dort eben der Begriff Demut vor Verantwortung. Und Demut vor Verantwortung ist die erste Aufgabe, die ein elitärer Posten zu erfüllen hat. Ja. Zumal, Volker, wenn man sich jetzt die globalen Entwicklungen anschaut, zum Beispiel Blick in die USA, wie da jetzt angefangen wird zu deregulieren, Haushaltsbudgets zu schließen. Und wenn man sich dann diese Ente Europa anschaut, Thomas, dann muss man ja fast Angst haben, dass hier so aus der Eurozone so ein kleines Nordkorea wird, was sich jetzt hier einigelt und rechts und links geht die Post ab. Das ist, also um deine Worte nochmal zu unterstreichen, wir sind ja in einer dramatischen Situation hier. Also ich habe keine Angst, weil ich wohne in den Emiraten. Und für mich ist es ein größeres Weltwunder als die ägyptischen Pyramiden, dass der Euro so lange gehalten hat. Der Euro ist meiner Meinung nach, das hat mir der Professor Hankel gesagt, also seiner Meinung nach ein Verfassungsersatz, weil die Staaten konnten sich nicht auf eine Verfassung einigen. Dann hat man den Euro drüber gestülpt. Ob da jetzt teilweise eine
irgendwie eine Angleichung der deutschen Übermacht innerhalb des Eurosystems gewollt und erwünscht war, schon bei der Begründung des Euros, also eine sozialistische Maßnahme von Nationen, damit Deutschland nicht so ahead ist, das sei einmal dahingestellt. Aber für mich ist es ein absoluter Irrsinn, und so eine Währung zu bauen, wie es damals war unter unterschiedlichen Entwicklungen, dass man dann noch Griechenland hineinnimmt in den Euro. Wir wissen das, es gab die latinische Münzunion Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1930 mit verschiedenen Mitgliedern. Die ersten, die geschwindelt haben, waren die Griechen. Und die sind wieder rausgeflogen. Ja. Also es hat ja schon so eine Euro-Geschichte mit Südamerika-Beteiligung einmal gegeben. Ja. Und insofern ist ja das ein völliger Irrsinn, dass man Deutschland und Griechenland zusammen in einer Währung gibt. Das muss einmal gesagt werden. Und ich bin überrascht, dass die Herren sagen, ja, das lebt noch. Ich hätte ja schon bin falsch gelegen, vor 7, 8 Jahren hätte ich gesagt, das ist jetzt vorbei. 2008 war es eigentlich vorbei. Und man muss schon eines auch sagen, nur durch Rechts- und Verfassungsbruch und auch durch Durchführungsverordnungsbruch an der EZB lebt die Maschine noch. Und es ist ja ein unwürdiges Leben. Und ich wäre froh, wenn das möglichst rasch vorbei ist und jeder kehrt zu seinen Währungen zurück. Und es gibt optimale Währungsräume. Wir dürfen da den Mandel nicht vergessen, in die 60er hat den Nobelpreis gekriegt. Heute wirst du eingesperrt, wenn du das sagst. Österreich-Deutschland ist ein optimaler Währungsraum. Wir haben einen hohen Austausch von Arbeitskräften, Austausch von Waren, Dienstleistungen, Kultur. Und ich habe sogar nichts dagegen, wenn ein Deutscher meine Schwester heiratet. Das will was heißen. Naja, das ist schon jetzt, sagen wir, sehr visionär. Aber ja, das ist mir ein bisschen, das ist mir jetzt rausgerutscht. Entschuldigung, liebe Österreicher. Nein, aber wenn auch der kulturelle Austausch ist, dann, deshalb hat diese 1:7 Bindung, und das habe ich schon in diesem Format auch gesagt, Österreich kann sich alle 10 Finger ablecken, dass die Deutschen eine harte D-Mark hatten und wir einen sozialistischen Finanzminister, der zusammen mit Hankl die 1:7 Bindung aufrechterhalten hat, weil wir Österreicher haben uns dadurch immer ein bisschen mehr angestrengt, damit wir dahinter die Deutschen nachrudern können. Ja? Und das hat uns aus den Zerwürfnissen nach dem Zweiten Weltkrieg herausgeholt, dass wir in einen optimalen Währungsraum, ich bin nicht gegen Währungsräume, aber so ein Währungsraum, sowas müsste man halt wieder machen. Aber ich kann doch nicht um Himmels Willen Frankreich, Deutschland, auch wenn Frankreich irgendwo Industriestaat ist, aber das ist eine Agrarindustrie gewesen damals, wie der Euro gekommen ist, ich kann die zwei da nicht zusammengeben. Ja, das ist ja absurd. Das ist wirklich der größte wirtschaftspolitische Irrtum der Menschheitsgeschichte, ist der Euro. Ja. Ich halte dagegen jetzt. Also aus einem einfachen Aber du hast Grund. schon viele Redeanteile gehabt. Also. Ja, aber ganz kurz, ich halte dagegen aus einem Grunde. Ich war ein Freund des Euros, ich bin heute sehr skeptisch, ich sehe das Risiko, wir haben es eben thematisiert. Meine Erwartungshaltung an den Euro war eben auch, dass es bestimmte Leistungsertüchtigungsmerkmale gibt, denen man zu folgen hat. Und leider haben wir dort einen Nivellierungsprozess Also die Maastricht-Kriterien. Exakt. So, und nochmal, in einer akuten Krise habe ich nichts dagegen, dass man dann sagt, für einen bestimmten Zeitraum Sondermaßnahmen, um ein Equilibrium, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Dann müssen wir aber wieder zurückkommen zu dem, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Und genau das wird nicht gemacht. Das heißt, wir haben Nivellierungsstandards. Nochmal, Nivellierungsstandards. Und wer latent nivelliert, und jetzt genau hinhören, EZB, EU, Brüssel, Frau von der Leyen und wie sie alle heißen. Wer latent nivelliert, hat am Ende kein Niveau. Und wenn wir uns den Niveauverlust der Europäischen Union und europäischer Länder im Lauf der letzten 20 Jahre anschauen, dann ist dieser Zeitraum die anekdotische Evidenz, der Beweis, dass das, was ich hier sage, richtig ist. Und wer die Realität negiert, dem passiert das. Ich glaube, Herr Gorbatschow sagt das, Herrn Honecker, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wie viel Strafe nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre wollen wir hier denn noch zulassen? Und das hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Das hat nichts mit rechts oder links zu tun. Es hat etwas mit richtig oder falsch, sinnvoll oder sinnlos zu tun, verantwortungsvoll oder nicht verantwortungsvoll, vor dem Hintergrund der aktuellen Generationen, die hier leben, und den zukünftigen. Und das macht mir, wie gesagt, ich bin zum Teil erschüttert. Meine grauen Haare kommen nicht von meiner Frau und vom HSV.
Markus, wenn du jetzt auf den 20. Januar schaust und was da jetzt so alles angekündigt wurde und man will ja sogar Milei soll jetzt das Vorbild sein und man will anhand des Beispiels Argentinien jetzt auch die USA reformieren. Was erwartest du da von der O-Ton? Sagt man jetzt, das spornt uns an, wenn das da funktioniert, das machen wir nach? Oder ist da mehr dann oder erwartest du eher dann wirklich so eine Abkopplung und sagen, nee, also da ziehen wir jetzt den Kopf an, wir machen die Grenzen dicht und wir machen hier unser eigenes Ding? Also letzteres ist das, was die europäischen Eliten gerne täten. Das ist völlig klar, weil die sind korrupt. Die sind durchkorrumpiert und sie können in einem wirklich marktwirtschaftlichen System ihrer Korruption nicht frönen. Und ich glaube, was passieren wird, ist Folgendes. Wir werden in den USA eine echte libertäre Revolution sehen, ähnlich wie in Argentinien. Es ist ja auch kein Zufall, dass bei der Siegesfeier von Trump in Mar-a-Lago der ganz große Auftritt von Milei war. Das war das einzige ausländische Staatsoberhaupt, das eingeladen wurde. Milei ist auch schon als Berater für das von Musk und Ramaswamy geführte DOGE, also Department of Government Efficiency, quasi verpflichtet, wenn man so will, moralisch jedenfalls. Er hat sich auch zur Verfügung gestellt. Also er wird die argentinischen Erfahrungen dort einbringen. Und die sind, wenn man es mal jetzt nach einem Jahr Revue passieren lässt, sehr positiv. Entgegen den Aussagen von Herrn Merz, der ja gesagt hat, dass Milei sein Volk mit Füßen trete. Ja. Warum hat er nicht gleich gesagt, dass Ludwig Erhard das deutsche Volk mit Füßen getreten hat? Das wäre das Gleiche gewesen, weil Ludwig Erhard hat genau das Gleiche gemacht wie Milei. Ja. Also das muss man sich mal geben. Was verspricht sich Herr Merz davon? Ich meine, der weiß ja, wer jetzt der nächste Präsident im Weißen Haus ist. Herr Merz ist ein Opportunist von Söderschem Ausmaß. Ja, Herr Merz, im Grunde genommen, das Einzige, was Herr Merz die letzten 3 Jahre gelernt hat, ist, wie er noch zerknitterter in die Kamera gucken soll. Ja, und so weinerlich und so nach der Devise, ich bin doch euer braves Hündchen, liebe Sozialisten, also macht mich doch bitte zum Bundeskanzler. Also mir fällt dazu nicht mehr viel mehr ein. Der Mann ist durchgemerkelt, ja, kann man so sagen. Und wenn wir aber die Frage stellen, was passiert jetzt als nächstes? Also jetzt kommt erstmal die libertäre Revolution nach Nordamerika und die wird auch ganz Nordamerika erfassen. Trudeau ist schon weg, ich nenne ihn ja nur Justin Castro Trudeau, ja, die Ähnlichkeit ist ja auch frappierend. Und dann das Thema Vereinigung Nordamerikas hat Trump ja schon angesprochen. Es würde mich nicht überraschen, wenn er damit durchkommt. Und zwar deswegen, weil die Kanadier mittlerweile auch herausgefunden haben, dass ihre Verfassung echte Tyrannei erlaubt. Also Trudeau, der hat das Volk tyrannisiert. In der Covid-Krise Dinge gemacht, die komplett illegal waren. Der Mann gehört eigentlich vor Gericht. Ja, also kann man nicht anders sagen. So, die Kanadier haben jetzt herausgefunden, dass es eigentlich besser wäre, wenn ihnen die gleichen Rechte zustehen wie den amerikanischen Bürgern, insbesondere das Tragen von Waffen, weil der Zweck des Tragens von Waffen haben die amerikanischen Gründerväter deswegen eingeführt, damit keine Tyrannei eingeführt werden kann. Ja, eine echte Tyrannei kann man nur einführen, wenn das Volk unbewaffnet ist. Und deswegen halte ich es nicht für undenkbar, dass Trump die Kanadier überzeugt, tatsächlich in die Vereinigten Staaten einzutreten. Ob es dann als ein Staat ist oder ob die einzelnen kanadischen Teilregionen Einzelbundesstaaten werden, ist noch eine andere Frage. Das Gleiche gilt für Grönland. Grönland ist ein koloniales Relikt. Grönland war eine Kolonie von Dänemark. Ja, also ich halte das nicht für unmöglich. Das heißt, die libertäre Revolution wird ganz Nordamerika erfassen. Von dort aus wird sie nach Mexiko zurückschwappen, wo auch im Moment eine sozialistische Präsidentschaft viel Schaden anrichtet. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Und dann schwappt das Ganze über den Atlantik. Und wir sehen es ja schon, in Rumänien hat die Kabale mit im Prinzip einem legalistischen Staatsstreich eine Diktatur errichtet, muss man ja so sagen. Also man hat eine Wahlen einfach annulliert. Man hätte das Gleiche wohl auch gerne in Österreich gemacht, wenn man die Mittel gehabt hätte. Herr Breton hat ja gestern gesagt, ehemaliger EU-Kommissar, wir haben die Mittel, um Wahlen in Deutschland so zu annullieren, wie wir es in Rumänien gemacht haben. Hat er, Zitat, gesagt. Dem würde ich gerne mal, das mache ich vielleicht demnächst, dass ich ihm die Übersetzung des Artikels 20.4 Grundgesetz zuschicke, ja, wo über das Widerstandsrecht aller Deutschen was drinsteht für den Fall, dass jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen gedenkt und das Wahlen zu annullieren ein Staatsstreich wäre, der das auslöst, das können wir mit Sicherheit so sagen. Also auch ein legalistischer Staatsstreich ist ein Staatsstreich, egal wie er getarnt und angestrichen ist. Und also die sozialistische, ich nenne sie mal grünsozialistische europäische Kabale, die wird sich wehren, aber sie wird hinweggefegt. Dieser Sturm hat Windstärke 12. Und diese Leute, die halten noch nicht mal stand bei Windstärke 2, wenn ihnen wirklich was ins Gesicht weht. Das sind Fähnchen im Wind.
Ja, die werden davongetragen, da wird nichts übrig bleiben. Das Ganze wird jetzt wahrscheinlich erstmal in Österreich sich entfalten, in Rumänien wird das Volk sich auch seine Stimme zurückholen. Ja, das nächste wird sein, dass in Deutschland zwar keine Wende kommt, aber dass die Mehrheitsverhältnisse schwieriger werden im Bundestag. Das heißt, Herr Merz wird dann die ganz große SED-Koalition machen müssen. Dann wird es noch schlimmer in Deutschland. Den einzigen Schaden, den er zum Glück dann nicht mehr anrichten kann, ist, Deutschland in den Krieg zu ziehen. Weil bis dahin wird das Thema erledigt sein, weil am 20. in Washington der neue Präsident kommt und dann ist das Thema Ukraine-Krieg erledigt. Das heißt also, die Wirtschaftskatastrophe, das wird also so weiterlaufen. Herr Merz wird keine Wende produzieren, wenn er Herrn Habeck zum Wirtschaftsminister machen möchte. Hat er ja gesagt, kann er sich vorstellen. Ich zitiere bloß. Und dann wird es richtig rauschen in Deutschland. Da freue ich mich schon drauf. Da fahre ich dann zum Lachen an die Schweizer Grenze, ja, von Süden her. Und schauen wir das Ganze an. Und 2027, würde ich mal schätzen, ist es dann auch in Deutschland soweit, spätestens. Wenn nicht die Amerikaner vorher schon Druck machen und sagen, wir können es uns nicht leisten, dass einer unserer wichtigsten geostrategischen Verbündeten sein Land mutwillig an die Wand fährt. Denn es heißt zwar immer, die Amerikaner würden quasi Deutschland ausbluten und diese ganzen Theorien, das halte ich für Quatsch, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Amerikaner überhaupt kein Interesse haben, Deutschland auszubluten, weil die brauchen Stabilität in der Mitte Europas, auch aus bündnispolitischen Gründen. Und die Politik, die Deutschland zerrüttet hat, die hat ja auch Amerika zerrüttet. Die gleiche ökosozialistische Kabale war ja da am Werk mit einem dementen Präsidenten, der von Leuten gesteuert worden ist im Hintergrund, deren sozialistische politische Haltung ja bekannt war. Und man sieht ja auch in Amerika, zu welchen Folgen es dort geführt hat. Ja? Kalifornien, jüngstes Beispiel. Diese Brände sind natürlich nicht das Ergebnis von Klimawandel. Ja, die sind das Ergebnis davon, dass der Gouverneur in Kalifornien die Wasserspeicher für die Hydranten nicht auffüllen hat lassen. Da hat er gespart. Ja, und deswegen gibt es da jetzt 14.000 Villen weniger. Ja, also jetzt wird auch das Getty-Museum geräumt, habe ich gehört. Das ist jetzt auch in der Brandzone. Ja, dramatisch. Ja, Malibu ist abgebrannt. Ja. Ja, Malibu Barbie weint. Ja, da wird auch sozialistische Politik gemacht. Es geht nicht um Deutschland versus Amerika, es geht um Sozialismus versus Freiheit. Und diese freiheitliche Bewegung, die wird nach Europa kommen. Da kann Herr Scholz, Herr Merz, Herr Macron, Herr Breton und sonst wer, und auch Keir Starmer, den ich für einen beinharten stalinistischen Kommunisten halte, können da mit den Füßen, sie können sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen strampeln. Das wird es nicht aufhalten. Die Frage ist nur, wie schnell es geht. Und dann wird es auch in Europa wieder aufwärts gehen. Da bin ich eigentlich genauso optimistisch wie hier der Kollege. Und die Frage ist, wie groß wird der Schmerz vorher sein, bevor die Leute sagen, Schluss jetzt. Ja. Thomas, wir haben jetzt gerade gesehen, Auswirkungen der Trump-Administration auf Europa. Ich würde gerne jetzt mal den Blick mal in den Nahen Osten werfen. So geht das nicht. Ich muss auch was zum Trump sagen. Ja, du sagst, weil ich war jetzt sehr brav, habe sehr viel zugehört. Pack den Trump mit ein. Und sag uns dann auch gleich, was er im Nahen Osten, was im Nahen Osten vorhat. Der Donald Trump hat mich 2015 eingefangen mit seiner Chefökonomin Dr. Judy Shelton, die gesagt hat, der Trump macht einen Goldstandard. Wir wussten, er macht sicher nicht im ersten Term, weil das ist lebensgefährlich und wiedergewählt wirst auch nicht, wenn du das umstellst. Aber ich war natürlich sofort dabei. Dann hat man die Wahlen verloren, sage ich jetzt einmal, in Amerika, und dann war der Trump weg und jetzt kommt er wieder und jetzt ist etwas Merkwürdiges passiert. Auf einmal taucht er voriges Jahr im August in Nashville auf und verbrüdert sich mit den Bitcoiner und Kryptotypen und hat in seiner Rede, können Sie sich in YouTube anschauen, das ist sehr interessant, dem Slayer oder wie der heißt, die alle beim Namen und beim Vornamen, als wenn sie sich schon ewig kennen. Ja? Und dann sagt er noch über die Kryptowährungen, ja, die haben jetzt irgendwo das Format, dass man sie reinnimmt, und vor allem die Amerikaner sind ja noch immer bei allen Rückgang als Weltreservewährung. Und die wollen ihre Reserven in Kryptos anlegen, und da habe ich dann schon eine leichte Gänsehaut bekommen. Und wenn du das dann weiter denkst, ja, was der vielleicht macht, was ist, wenn er Staatsschulden aufnimmt in Kryptos, ja, zu einem hohen Preis, und dann die Kryptos verfallen?
Und die Kryptos werden dann den anderen verkauft und dann kannst du dich so entschulden und du kannst das alles umhängen irgendwie. Also mir ist das alles, inklusive Elon Musk und Peter Thiel, der im Hintergrund da spielt, das sind alles autokratisch denkende, gescheite, erfolgreiche Leute, die Widerspruch nicht dulden. Und jetzt komme ich zum Punkt. Ich habe das Problem, dass ich nicht das Problem, mir ist lieber der Trump als alles andere, aber der hat alle Häuser gewonnen. Ja, er hat Senat, er hat das Repräsentantenhaus, er hat das Weiße Haus und was hat er noch? Supreme Court, Burschen. Ja, das darf man nicht vergessen. Und er ist ein Fan. In Wirklichkeit weltweit wird das umgesetzt, was die Heritage Foundation mit Project 2025 definiert hat. Das passiert jetzt weltweit das Gleiche. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man es steuern kann, aber die können zumindest über die Medien das so spüren. Und man sieht ja das, ein schlankerer Staat, alles wird effizienter gestaltet und der Bürger wird verschont. Ich bin immer vorsichtig, wenn sowas zentral geplant wird. Aber die sind auch Anhänger der Unitary Theory, die ist in einen Amendment in der US-Verfassung eingepackt. Das heißt, dass der Präsident eventuell durchregieren kann. Und diese ganzen Ausgleichskammern und was es alles gibt, kann der Trump relativ gescheit ausschalten, weil der Supreme Court ist auch auf seiner Seite. Und da muss ich jetzt sagen, bei aller Freude an einer libertären Revolution, ich kann nicht oft genug davor warnen, das geht sogar mir zu steil und ich hätte es nie gedacht, dass ich nicht mehr mitdenken kann mit begeisterten Libertären, dass ich sage, jetzt bin ich zu feig für das. Also die haben auch geredet, jetzt rede ich noch fertig, bitte. Ja, absolut. Immer noch, ja, Entschuldigung. Und darin sehe ich eben eine Gefahr, bei aller nötigen libertären Revolution, aber ich sehe eine Gefahr, dass das Pendel so schnell zurückschlägt, dass die jetzt dann wirklich autokratisch regieren, weil diese Menschen, die der eingesammelt hat, der Trump, die sind nicht ohne. Und eines muss man schon sagen, und dann bin ich schon fertig. Der Finanzminister, der Designierte, wissen Sie, wie der heißt? Scott Bessent. Und wissen Sie, was der gemacht hat, der Finanzminister? Der war am Schwarzen Mittwoch, am 16. September 1992, Teamkapitän der Mannschaft, die das britische Pfund aus dem Eurosystem ausgesprengt haben, von George Soros. Das heißt, der war damals 32 Jahre, der ist jetzt 62 oder was, oder 63. Der hat Erfahrung im Währungskrieg. Und ich hole mir ja nicht zufällig so einen rein, weil eins müssen wir ja auch sagen, der Herr George Soros ist nicht unbedingt jetzt ein Republikaner. Ja, das ist eher ein Demokrat. Und warum holt sich der Trump ausgerechnet so einen Typen? So einen Menschen, damit man nicht schlecht redet, ins Finanzministerium. Gleichzeitig holt man sich einen zweiten Wall Street-Magnaten ins sogenannte Handelsministerium, und das ist ja in Amerika auch eine recht bedeutsame Position. Das ist der Herr Lutnick, Howard Lutnick. Ja, was ist der? Der ist der größte Fan von tarifären Handelshemmnissen, sprich Zöllen. Ja? Und wir werden da einiges sehen, das klingt zwar alles sehr befreiend und libertär, aber es wird uns da einiges wirtschaftspolitisches blühen und ich hoffe, dass es so ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Man kann ja als Siegernation oder als aufsteigende Nation nicht einen zu großen Vorsprung zu den anderen Nationen haben, weil sonst habe ich keinen Handelspartner mehr. Das heißt, der andere muss ja auch mitziehen. Deshalb ist ja wahrscheinlich darin auch der Marshallplan und das Ganze begründet gewesen, weil ich brauche ja in der Zukunft Handelspartner, die muss ich mal mit aufbauen. Und ich fürchte, dass in der Begeisterung, bin ja völlig bei Markus, dass da jetzt Wirtschaftswachstum entsteht ohne Ende, weil es sind ja keine dummen Menschen dort. Und die haben auch die Power, das zu generieren. Aber dass in der Begeisterung das Spread zwischen Mitteleuropa, besonders weil wir uns ja nicht bewegen, und den USA, ein derartig großer wird, dass wir mit der libertären Revolution gar nicht so eine große Freiheit haben können. Volker, du hast gerade... Ich würde jetzt gerne was drauf sagen, aber jetzt lassen wir erstmal das Wort weiterreichen. Du solltest aber eigentlich auch noch was zu Dubai sagen. Ja, das machen wir danach. In der Abstraktion nochmal. Nochmal alles, was du jetzt gesagt hast, Thomas, und auch Markus, ich möchte eine Abstraktion machen. Was heißt das eigentlich? Wir haben im letzten Jahrhundert negative Politiken erlebt, die uns dazu gebracht haben, ein gemeinschaftliches Werk global aufzusetzen, von Regeln über die Vereinten Nationen, UN-Charta. Wir haben versucht, den internationalen Handel über Gesetzmäßigkeiten, Welthandelsorganisation, 163 von 194 Ländern haben das unterschrieben und erwerfen sich damit WTO-Recht, etabliert, um
nicht kriegerischen Auseinandersetzungen das Wort zu reden und nicht dem Recht des Stärkeren, sondern um unsere westlichen Werte, nämlich Rechtsstaatlichkeit, auch im internationalen Verkehr zu ermöglichen. Und jetzt komme ich genau in deine Richtung, Thomas. Und was wir erleben seitens der USA, seit der Obama-Präsidentschaft schon, ist, dass diese Institutionen, die genau das gewährleisten und gewährleisteten, von den USA zerlegt werden. Dass man weg will vom WTO-Format hin zu bilateralen Handelsabkommen, wo die Macht des Stärkeren den anderen knechtet, wo die UN-Charta jetzt außer Kraft gesetzt wird mit Wünschen an Panama-Kanal, Grönland, dies und das. Und auch wenn wir die Regime-Change-Politik sehen, gehört das ja auch zu völkerrechtswidrigen Handeln. Aber auch Russland zum Beispiel, Ukraine-Krieg. Aber vielleicht eine Reaktion als Aktion, aber darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Wir verlassen eigentlich den Erfahrungshorizont des letzten Jahrhunderts im geopolitischen Rahmen und gehen zurück wieder zu den Wurzeln, die uns das größte Ungemach, den größten Schaden generiert haben. Und wo ist da die Rolle Europas? Wo ist die Rolle, verdammt nochmal, Europas? Wo ist seitens Europas eine interessenorientierte Politik, die versucht, diesen Rahmen mit allen ihren Kräften vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung von 2 Weltkriegen zu verteidigen? Und ich muss sagen, das empfinde ich als erschütternd. Wir negieren die Vergangenheit, die negativen Erfahrungen der Vergangenheit und projizieren damit eine Zukunft für uns, die wenig erbaulich ist. Aber dadurch sind wir, und jetzt nochmal Unterschied globaler Süden, Westen, wir werden mit diesen Politikansätzen, weil die auch nicht Berechenbarkeit bringen, für Investitionen brauche ich Berechenbarkeit, da haben wir Unberechenbarkeit. Damit werden wir vor diesem Hintergrund immer unattraktiver für den globalen Süden als mittellangfristig verlässlicher Partner. Und damit wird sich dieser Emanzipationsprozess fortsetzen, aus purem Überlebenswillen der Länder im globalen Süden. Bei allen Friktionen, die es da auch gibt, keine Frage. Aber das ist ein Thema und dann geht das vielleicht jetzt auch in Richtung Dubai, so dass als Übergang. Ja, aber ich glaube, Markus hat dazu noch einige Gedanken, weil ich meine, in der Dezentralisierung der Welt liegen ja nicht nur Nachteile. Also zunächst mal, ich habe dieses Thema Kanada, Grönland ganz wertneutral betrachtet. Ich sage, das setzt sich da durch. Ja. Für was Gutes halte ich deswegen noch lange nicht. Also das ist vielleicht an der Stelle noch zur Erläuterung. Ich bin ja für das Europa der 1000 Liechtensteins. Also ich bin für die totale Kleinstaaterei. Ja, Tausende von Staaten, die miteinander im Wettbewerb um das Wohl ihrer Bürger stehen. Ja, und zwar friedlich. Ja, wenn es nur Kleinstaaten gibt wie Liechtenstein, dann gibt es auch keine Kriege mehr. Und insofern ist natürlich ein Gebilde, das einen ganzen Kontinent der Größe Nordamerikas umfasst, das Gegenteil von denen. Also, und ist auch nicht libertär. Also da sind wir, glaube ich, sind wir einig. Wo ich dir aber widerspreche, ist, in den CVs der Kandidaten zu bohren und zu sagen, der gehört zu der Fraktion und der gehört zu der Fraktion. Davon halte ich gar nichts. Und zwar aus einem einfachen Grunde. Ich erfahre das auch selber. Es gibt also, wenn ich mir mal meinen eigenen CV anschaue, ich habe für Großunternehmen gearbeitet, ich habe für globale Unternehmen gearbeitet. Also man könnte es, wenn man nach dem Maßstab vorgeht, können wir sagen, okay, der war Partner bei der und der großen globalen Unternehmensberatung, das ist ein Globalist, obwohl ich es gar nicht bin. Und ich verleugne auch mein CV nicht. Ich bin stolz auf meinen CV. Ich glaube, den habe ich gar nicht so übel hingekriegt im Großen und Ganzen. Aber deswegen lasse ich mich nicht in Schubladen packen. So. Und wenn ich als 30-jähriger junger Mensch für Soros gearbeitet hätte an diesem Projekt, denn das Pfund aus diesem Eurosystem rauszubrechen, ehrlich gesagt, da wäre ich heute noch stolz drauf, wenn ich da dabei gewesen wäre. Weil die Art und Weise, Markus. Weil ich glaube nämlich, der Soros, der hat selber damals zwar Milliarden damit verdient, aber hinterher hat er darüber noch geflucht, weil in dem Moment, als klar wurde, dass der Brexit überhaupt nur möglich ist, weil das damals passiert ist. Sonst wäre nämlich Großbritannien im Euro gewesen und dann wäre der Brexit praktisch undurchführbar gewesen. Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Das wäre viel schwieriger geworden und wäre möglicherweise gescheitert. Da hat sich Soros noch über seinen eigenen Erfolg geärgert, auch wenn er damit Milliarden verdient hat. Das würde ich jetzt mal so als Hypothese in den Raum stellen. Aber mal ganz abgesehen davon, wir haben alle unseren CV und ich glaube nicht, dass, wenn ich 30 Jahre zurückgehe, das eine Aussage darüber treffen kann, wo ich heute mit meiner ganzen Lebenserfahrung stehe. Das ist das Erste. Darf ich nur kurz da einhaken? Ja. Hedgefondsmanager, ein eigener Hedgefonds hat er seit 2015, der Herr Finanzminister, und der ist gesiedelt worden auch von George Soros. Also so lange ist das nicht her. Also naja, aber ich sag mal,
Trotzdem, er hat da Erfahrung. Und wenn ich Trump wäre, das ist das zweite Argument, wenn ich Trump wäre, dann würde ich all diese Erfahrung auch an Bord haben wollen. Denn sonst gehe ich unbewaffnet zu einer Schießerei. Ja, wenn ich mich mit diesen Leuten anlegen will, dann brauche ich das Know-how aus diesen Kreisen. Und dann würde ich mir jemanden suchen, wo ich sage, der war zwar da dabei, aber mit dem kann ich arbeiten. Und der wird sich nicht hinstellen und sein eigenes Ding anrühren, weil das kannst du mit einem Trump vergessen. Ja, also der macht die Leute, die nicht auf Spur sind, relativ, da hast du recht, der ist autokratisch, der macht die ruckzuck den Kopf kürzer. Also im übertragenen Sinne. Aber er ist Exekutivorgan und wir wissen ja auch, dass der Trump schon Richtung BRICS-Staaten gesagt hat, jeder und jede staatliche Organisation oder supranationale Organisation, die versucht, am Dollar weiter zu knappern, werden wir mit 100% tarifären Handelseinbußen belohnen. Warum macht er das? Aber und dann habe ich den wichtigsten Währungskrieger bei mir. Also aber warum macht er das? Ist doch völlig klar. Ich meine, ich habe es ja durchgerechnet. Den Vorteil, den Amerika aus dem Seignioragekapital, aus dem globalen Seignioragekapital zieht, ist ungefähr 1 Billion pro Jahr. Das entspricht etwa dem kombinierten Haushalt von Verteidigungsministerium und allen Geheimdiensten. Das ist ungefähr 1 Billion im Jahr. Er muss 3 Billionen einsparen. Wenn der Dollar als Leitwährung wegfällt, muss er 4 einsparen. Das heißt, dann wird die Aufgabe, die er zu bewältigen hat, noch schwieriger. Also wird er sagen, das muss jetzt echt nicht sein, weil das meine Arbeit fast unmöglich macht, Amerika zu reformieren. Ja. Also wird er jetzt drohen. So ist er halt nun mal drauf. Ich meine, er ist ein Typ, der ist ein Dealmaker. Der war immer so. Also als er sich mit Nordkorea angelegt hat, Rocketman, erinnert euch an Rocketman, 3 Monate später ist er mit dem einen saufen gegangen. Ja? Also da würde ich jetzt, das würde ich nicht auf die Goldwaage legen. Trump ist ein Dealmaker, der sagt heute so und morgen so, wenn es gut ist für Amerika, wunderbar. Am Ende, was wird passieren? Der wird versuchen, mit denen einen Deal zu machen. Also nach meiner Hypothese wird es darauf hinauslaufen, dass er sagt, ihr könnt eure Währung machen, aber macht sie halt ein paar Jahre später. Lasst mich erst mal Amerika aufräumen. Das wird wahrscheinlich passieren. Aber natürlich, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich das auch sagen. Würde sagen, Leute, das kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Also setzt euch doch mal in deren Füße rein und überlegt euch, was die Herausforderung ist. Und die Herausforderung in Amerika ist, die müssen 3 Billionen einsparen. Das sind mehr als 10% vom Bruttosozialprodukt. Ja, die haben 1 Billion Zinszahlungen allein im Jahr. Über 1 Billion sind sie mit Zinsen dran. Sie haben ungefähr 1 Billion Defizit. Das kommt obendrauf. Das heißt also, das fehlt ihnen im Haushalt. Und sie müssen den Staat zurückfahren. Das ist nochmal 1 Billion. Also die ersten beiden Billionen müssen sie einsparen. Da haben sie den Staat noch nicht kürzer gemacht, noch nicht kleiner gemacht. Ja, und die 3. Billion müssen sie einsparen, um den Staat zurückzudrängen in seiner Rolle, in seiner bürokratischen, überbordenden Rolle des Staatsmonopolkapitalismus, hätte ich beinahe gesagt. Und wenn er 3 Billionen einspart, dann sind es mehr als 10% vom Bruttosozialprodukt. Das ist eine Reform in der Größenordnung, wie Milei sie in Argentinien durchgeführt hat. Nämlich 10% vom Bruttosozialprodukt. Man muss rechnen, ungefähr 30% vom Bruttosozialprodukt ist Bundeshaushalt. Ja, etwas weniger als 30%. Das heißt, er muss 1/3 vom Bundeshaushalt einsparen. Ja, das muss man erst mal schaffen. Und wenn jetzt noch 1 Billion wegfällt und dieser Zufluss, der fällt weg, dieser automatische Zufluss, der fällt weg, wenn der Dollar nicht mehr die Weltleitwährung ist, ja, dann wird es interessant. Ja. Und ob er jetzt da mit Krypto arbeitet oder nicht, ich glaube, also ich persönlich werde bei Thema Krypto ja von Tag zu Tag skeptischer. Aber da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber nicht deswegen, weil ich, wie soll ich sagen, der Goldrevolutionär bin, sondern weil ich mich langsam frage, wann will denn die Bitcoin den Übergang vom Spekulationsobjekt zum Geld machen? Und wie sollten das vonstatten gehen? Ich sehe kein Modell. Es ist eben kein Warengeld im Sinne der österreichischen Schule, sondern die Bitcoin lebt eigentlich davon, dass über 90% derer, die sie halten, sagen, ich halte die, weil sie sich im Schnitt mit 30% pro Jahr verzinst hat oder mehr. Ja? Und solange sie das tut, halte ich sie. Und wenn sie das nicht mehr tut und dann sozusagen der Level erreicht ist, wo sie eigentlich die Funktion von stabilem Geld annehmen könnte, mit der auch eine Wirtschaftsrechnung möglich ist, das geht ja mit der Bitcoin gar nicht im Augenblick. Man kann mit der Bitcoin kein Unternehmen bilanzieren, man kann keine Wirtschaftsrechnung durchführen, und zwar, weil Volatilität nach oben und unten viel zu groß ist. Ja. Das ist wie der gleiche Grund, warum Inflation die Wirtschaftsrechnung zerstört ist. Wenn die Volatilität einer Währung zu groß ist, dann zerstört sie die auch. Das heißt also, Bitcoin hat eben noch nicht die Funktionen von Geld. Man kann zwar damit bezahlen, aber deswegen hat es noch lange nicht die Funktionen von Geld. Wie dieser Übergang zustande kommen soll, ohne dass die 90%, die eigentlich Spekulanten sind, sagen, und jetzt mache ich Kasse und Tschüss und das Ding so richtig mit Krawum an die Wand fährt, das hat mir noch keiner erklären können. Und umso näher wir diesem Punkt kommen, umso skeptischer werde ich. Also ich glaube nicht, auch dass Trump
schon den Versuch unternehmen wird, mit Hilfe von Bitcoin den Staatshaushalt zu sanieren. Das wird gar nicht gehen, weil die Summen, die er dazu... Währungsreserve anlegen? Selbst das scheitert schon an kleinen Beträgen. Der Markt ist viel zu eng. Wenn er hergeht und fängt als Staat an, daran rumzurühren, dann wird die Volatilität noch viel größer. Das sagt man, wenn man auf der Bitcoin-Konferenz Applaus haben will. Das war es aber auch schon. Ich kann es ja auch nicht vorher ankündigen, dass ich als Staat kaufen werde, dann geht mir der Preis, weil am Tag nach der Wahl ist der Bitcoin von 70.000 oder was dann auf 100 gegangen. Ne? Ja, also das ist... Das ist ja das Absurde, das ist ja alles ein absurdes Theater. Ne? Ja, das sag mal so, da wird ihm am Ende der Kollege, den er von der Wall Street geholt hat, erklären, dass das nicht geht. Dankeschön, meine Damen und Herren. Thomas, nach diesem kleinen, hochinteressanten Exkurs kommen wir aber nur zum Nahen Osten. Trump ist ja auch bekannt dafür, dass er ein sehr, sehr überzeugter, konsequenter Unterstützer Israels ist. Ja. Und mit der völlig neuen Lage jetzt, also für mich persönlich sehr überraschend, dass Syrien da jetzt so fast aus dem Nichts da auseinandergebrochen ist, das ja jetzt ein völlig neues Playing Field, was wir im Nahen Osten haben. Wie schauen die Emirate drauf? Und was kann man erwarten jetzt unter einer Trump-Administration, deiner Meinung nach? Ich habe vor meinem Abflug extra auch mit emiratisch Einwohner gesprochen, die fühlen ja das, ich bin 3 Jahre dort. Ich fühle ein bisschen was, wie man sich spürt dort, aber die fühlen da mehr. Und die haben schon erklärt, dass es ist eine Art Gleichung aufgestellt worden. Ja, also das wird abgetauscht. Also ohne den Trump-Sieg hätte es den Syrien-Putsch schon mal nicht gegeben, sagen die in den Emiraten. Ich komme dann noch zur russischen Position. Aber das ist relativ interessant. Trump wird den Putin treffen, das ist schnell gemacht. Zelensky ist leider Gottes dann der Verlierer der ganzen Geschichte. Dafür ist aber unten im Nahen Osten ein bisschen mehr los, dass der Putin halt dafür eben das Ganze aufgibt. Hinzu, und ich habe da mit einem gesprochen, ich habe einen Freund an der Akademie der Wissenschaften in Moskau, der noch dazu Ökonom ist im Institut für internationale Beziehungen. Also das ist neben diesen beiden Herren einer der schärfsten Kontakte, die ich im Leben habe. Ja. Und ja, also beruflich. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich rufe diesen Mann an und ich werde Ihnen gleich erzählen, was der mir gesagt hat, die russische Position. Und sagt, du, wir müssen reden über das Syrien und dass ihr da so ruhig wart. Und er sagt, ja, mache ich gern dir ein Interview, aber nur unter einer Bedingung, dass wir am gleichen Drehtag ein Interview machen, was passiert, wenn Deutschland den Friedrich Merz wählt. Und die russische Sicht. Oha. Das ist schon Jetzt bin ich doppelt neugierig. Ja, ich weiß. Das ist ja mein Job hier. Aber Thomas, das ist wirklich überraschend, dass Merz so ein Politikum in Russland ist. Das ist wirklich stark, weil normalerweise, wenn du mit jemandem sprichst, sagt keiner ja, aber dann machen wir ein zweites Interview zu meinem Thema. Habe ich noch nie vorher bekommen von jemandem. Und das war der Akademie der Wissenschaften, das ist nicht Regierung, aber der Akademie der Wissenschaften ist fast Regierung und denen war das wichtig, ja, dass die meine 10.000 Leute, was das halt schauen, oder 6.000, wie auch immer, dass das wenigstens durchdringt. Und der hat schon gesagt, also wir haben einen gesunden Respekt davor, das ist ein BlackRocker, der hat Billionen investiert, die BlackRock in der Ukraine, und es könnte sein, dass es dadurch mit Merz dann und den Amerikanern einen Fake-Frieden geben wird, der gar nicht auf dönernen Füßen stehen wird. Und dieses Ukraine-Deal, den der Trump da einfällt, das ist ein False Flag. Damit auch aufgebaut, weil eben der Herr Merz beziehungsweise ein Vertreter von BlackRock ist, das hat dieser Wissenschaftler halt darauf aufgebaut, und dass er ein großes Misstrauen auch hat in Deutschland. Und er hat dann auch wirklich, und das finde ich, das kann man auf bachmann.com am YouTube-Kanal nachschauen, das Interessante, das war keine Drohung, aber er hat gesagt, irgendwann sollte Europa schon verstehen, dass wenn es Vertrag von Raballo oder die Willy Brandt-Moskauer Verträge, wenn mit Russland gut auskommen, ist Europa in Frieden, und wenn mit Russland der Zwist noch vergrößert wird, dann ist Europa immer in der Unruhe, hat der gesagt, dieser Wissenschaftler zu mir. Ja, empirische Tatsache. Ist auch eine Tatsache, und der hat gesagt, wenn eben dieser Herr Merz da, das sorgt natürlich für noch mehr Unruhe in Europa, weil die Beziehungen ohnehin kühlen Beziehungen zwischen Moskau
und eben Zentraleuropa sowieso schon so eingefroren sind und dann kommt noch der Turbo-Transatlantiker in die Waschmaschine in Berlin. Also das ist jetzt nur Ausflug von Syrien. Ja. Und ich komme jetzt zurück, aber ich habe mir gedacht, deutsches Publikum, es wird vielleicht interessant sein, dass man aktiv auf einen zugeht und sagt, reden wir über den März, weil davor kommen wir einen Sprungbus. Das ist also schon das einmal eine Meldung. Und das könnt ihr euch auch, ich will keine Werbung machen, aber das kann man sich bei mir anschauen, das Gespräch. Höre ich auch zum ersten Mal, hätte ich in der Form auch wirklich nicht so gedacht. Überrascht dich das, Volker, dass Friedrich Merz da so im Fokus steht? Nein. Nein. Ich muss sagen, ich bin schockiert, auch über Außenpolitik der EU, aber auch Deutschlands. Weil wenn wir den Prozess seit 2008, wo der erste Ansatz war, die Ukraine direkt in die NATO zu holen, wenn wir diesen Prozess uns anschauen und begleiten, dann stellt sich die Frage, wie viel ein deutsches Wort, wie viel ein Vertrag, der mit Deutschland gemacht wird, für Russland wert ist. Wir sagen immer, der böse Russe und der ist Aggressor. Der Westen hat alle Waffenverträge gekündigt. Das kann man woanders bei der betroffenen Seite als Aggression verstehen. Und man hat immer Sicherheitsinteressen von bestimmten Ländern forciert, um das Sicherheitsinteresse Moskaus zu ignorieren. Wir brechen unser Wort, wir brechen Verträge. Wir haben übrigens auch den Vertrag Atomwaffenverzicht Ukraine, Bukarest-Vertrag ist das, glaube ich, jetzt richtig, gebrochen. Weil da stehen zwei Dinge drin. Die Signaturmächte garantieren die territoriale Integrität und die Souveränität. Und Regime Change war die Aktion, war ein Angriff auf die Souveränität. Und diese ganzen Dinge, die lassen wir außen vor. Und wenn man dann solche Positionen nimmt, wie von deinem Gesprächspartner Thomas, dann ist das verständlich, dass ein Herr Merz, der ihm mit martialischen Tönen aufgefallen ist und eine bestimmte Legende hat, zur Unruhe führt in Moskau. Und das ist keine Bewertung, dass ich sage, ich bin für den oder jenen, bitte nichts falsch reininterpretieren, sondern es ist einfach eine sachliche Aufnahme der potenziellen Vertrauenspotenziale, die gegeben sind, um zukünftige oder aktuelle Probleme zu lösen. Und ich lasse das so stehen. Zumal, Volker, Deutschland ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich die Rolle des ehrlichen Maklers hatte, was wir in den letzten Jahren auch komplett verspielt haben. Steffen, das ist genau der Punkt. Wir galten, wir sind Teil des Westens und wir waren immer für den globalen Süden. Ein ehrlicher Makler. Wir haben einen Ruf wie Donnerhall gehabt. Genau. Wir waren bei der Problemlösung konstruktiv, nicht destruktiv, konstruktiv. Wir haben auch nicht in deren Innenpolitik eingegriffen. Und wir haben in den letzten, es fing 2012 an, aber jetzt mit dieser Administration, das hat uns übrigens unserer Wirtschaft alle Tore und Türe geöffnet damals. Das ist ein Grund, warum wir erfolgreich waren auf internationaler Ebene. Und das haben wir in den letzten Jahren vollkommen zerstört. Vollkommen. Also in einer Form, die für mich vor 3, 5, 10 Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Man nimmt uns nicht mehr ernst. Und das hat nicht softe Gründe, das sind harte Gründe. Weil wir im Endeffekt auch das Organigramm, das die Welt zusammengehalten hat, in Frage gestellt haben. Wir sind Teil dort auf der Seite der USA. Wir haben alles mitgetragen. Was ich vorhin sagte, Organigramm, Vereinte Nationen. Wir sagen immer nur Völkerrecht, wenn es uns passt. Und wenn wir selber Völkerrechtsverletzer sind, dann ist es irrelevant und wird nicht verfolgt. Das ist ein totalitärer Anspruch gegenüber der Welt. Und wenn Hellmeier kriegt man nicht in Totalitarität hinein. Auch aus unserer Geschichte heraus. Das lehne ich kategorisch ab. Und das nicht gegen Deutschland, sondern für Deutschland, aber es ist vielleicht gegen einige Leute, die hier Verantwortung haben. Das ist ein Unterschied. Ja. Markus, was glaubst du, der aktuelle Umbruch im Nahen Osten, was wird das für Auswirkungen haben auf die Kapitalmärkte, Rohstoffmärkte? Weil das ist ja schon ein Epochenwechsel, kann man sagen, der jetzt ansteht. Also zunächst ist es so, dass die Hypothese, dass der Umsturz wahrscheinlich ohne die Wahl Trumps nicht stattgefunden hätte, wahrscheinlich stimmt. Ich glaube, dass der trotzdem sehr lange vorbereitet worden war. Denn diese Truppen, die da plötzlich einmarschiert sind, die kamen ja auch nicht aus dem Nichts, die kamen aus dem Norden, also aus NATO-Gebiet. Sie waren ausgestattet mit NATO-Waffen.
Sie waren offensichtlich auch gut ausgebildet. Man hat es gut versteckt und gut verborgen vor der Welt. Also das ist eine Operation, die hat Milliarden gekostet. Und zwar nicht 1 oder 2, sondern eher 10 oder 20. Mit weniger ist das so nicht zu bewerkstelligen gewesen. Dann hat man sicher auch ein paar Milliarden gebraucht, um syrische Offiziere zu bestechen, denn die haben ja praktisch kampflos aufgegeben. Die sind ja vorher geflüchtet. Ja. Die haben ihre Fußtruppen zurückgelassen, Offiziere und Generäle haben sich abgesetzt. Ja, das ganze Ding war führungslos über Nacht. Das war sicher eine teure Geheimdienstaktion, eine sehr teure Geheimdienstaktion. Und außer den Vereinigten Staaten kommt als Finanzier dafür keiner in Frage. Das ist, sehe ich nicht, wo der zu finden wäre. Und dann das zweite Element war, man hat sich diese Sache lange vorbereitet, aber man wusste nicht, ob man es ziehen will, weil natürlich klar war, dass man einen Al-Qaida-Ableger an die Macht bringt in Syrien, wenn man das macht. Da mögen die sich jetzt noch so geläutert und zivilisiert geben, das sind Al-Qaida-Ableger, das sind muslimistische Terroristen, ja? Islamistische Terroristen. Und der neue Staatschef Syriens war ja auch lange auf der globalen Verhandlungsliste der Amerikaner mit 10 Millionen Kopfgeld, muss man sich mal geben, den hat man natürlich jetzt davon runtergenommen. Und man hat aber sich überlegt, ziehen wir diese Karte so. Und dann hat man sie gezogen, weil Trump die Wahlen gewonnen hat, um Trump da noch ein Ei ins Nest zu legen. Und ich glaube auch nicht, entgegen den vielen verbreiteten Gerüchten, dass Israel an der Stelle involviert worden ist. Und zwar deswegen, weil, wenn die Sache von der Türkei ausgegangen ist, das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel ist im schlechtesten Zustand, seit überhaupt Israel gegründet worden ist. Ja, Erdogan hat mit Israel 0,0 gar nichts am Hut. Was die Israelis allerdings gemacht haben, und das hat natürlich dann auch wieder lokale und geopolitische Auswirkungen, ist zu sagen, also das wollen wir nicht, dass jetzt ein Al-Qaida-Ableger demnächst quasi in Schussweite vom See Genezareth hier sich ausbreiten darf und ist dann im Grunde genommen in diesen südlichen Zipfel bis vor Damaskus eingerückt und hat dort einen Drusenstaat etabliert, de facto schon. Der ist schon da. Ja, die Alawiten haben sich jetzt auch in Milizen bewaffnet. Es wird sicher irgendwo noch ein Alawitengebiet geben, wahrscheinlich an der libanesischen Grenze oder am Mittelmeerbereich. Ja. Dahin werden die sich zurückziehen. Und dann steht da ein islamistischer Rumpfstaat da, der über keine Ressourcen und keine Möglichkeiten verfügt, der also darauf angewiesen sein wird, sein Territorium für Pipelines und Ausbeutung an den Höchstbietenden zu verschachern. Mehr wird da nicht draus werden. Ja, wer natürlich so richtig eins abbekommen hat, ganz nebenbei, ist der Iran. Weil der Iran hat seinen wichtigsten Verbündeten in der Region verloren. Also es gab ja mal quasi so eine Art Achse zwischen Teheran, Bagdad und Damaskus, ja, nachdem ja in Irak ja letzten Endes die Schiiten auch die Mehrheit haben und in Syrien zwar die Schiiten keine Mehrheit haben, aber die Alawiten näher an den Schiiten sind als an den Sunniten, gab es da diese Achse. Und damit ist natürlich der Iran abgeschnitten von seiner bisherigen Frontstartstellung gegen Israel. Und die zweite, in Anführungszeichen gerne Großmacht, können wir da sagen, die es gab, die ist auch erledigt, das ist die Hisbollah. Die ist ja schon im buchstäblichen Wortsinne kastriert worden von den Israelis, ja, mit 3000 Pagern. Ja, und da meine ich das auch buchstäblich, ganz genau so. Ja. Und jetzt hat man sie noch in Grund und Boden gebombt, enthauptet und ich würde mal wetten, bis noch ein halbes Jahr rum redet kein Mensch mehr über die Hisbollah. Die wird es einfach nie mehr geben. Die ist einfach weg. Ja. Das ist auch nicht zum Zingel. Das wird auch nichts mehr. Das heißt also, Israel wird auf dem Wege Ruhe an seiner Nordgrenze schaffen. Und was ist die globale geopolitische Folge? Einmal, es wird eine große Pipeline geben, die wird vom Persischen Golf durch Syrien durch in die Türkei und dann nach Europa geleitet werden. Die wird amerikanischen Interessen dienen. Und es wird eben nicht so schnell möglich sein, quasi vom Kaspischen Meer über die Türkei eine entsprechende Pipeline zu machen, weil da haben die Amerikaner quasi, die schieben dann den Riegel vor. Das heißt also, es geht hier um knallharte energiepolitische Interessen. Und dann wird sich zeigen, wo dann der Rahmen abgeschöpft wird. Also Iran wird natürlich damit auch enorme Summen an Geld verlieren, weil Iran hätte sich an eine Nordpipeline um Syrien herum quasi anschließen können, geht aber jetzt nicht mehr. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, warum Moskau Assad hat fallen lassen. Damit hätte ich persönlich nicht gerechnet, weil er sich ja im Zweifelsfall immer drauf verlassen konnte. Thomas, was wird da so in den Emiraten kolportiert? Es war so, dass
Zu mir hat dieser Wissenschaftler von dem Institut eben gesagt, von der Akademie der Wissenschaften gesagt, dass Moskau fast nichts mehr tun konnte, weil eben die Soldaten, wie es der Markus richtig analysiert hat, die syrischen Soldaten schon alle weg waren. Und er hat wortwörtlich in dem Interview gesagt, wir haben ja den Ukraine-Spezialoperation, wie er es nannte. Wir haben jetzt auch nicht diese ganze Logistik bereit, dass man da unten jetzt, wenn geflüchtete syrische Soldaten und eine zerbrechende Armee da ist, dass wir das ganze Syrien aufrechterhalten. Und so hat man quasi das über diesen Deal, wo der Markus auch gesagt hat, was da alles geflossen ist und so, hat man sich da geeinigt. Die Gleichung ist, ja, oben ist eine Ruhe, unten ist eine Ruhe, es bleibt nur in einer Gleichung einer über, das ist der Iran und das macht das Ganze ein bisschen unberechenbar. Ich möchte aber noch kurz auf die Rolle von der Türkei fokussieren, weil das ist schon relativ interessant. Ich war ja bei der BRICS-Konferenz in Kasan und da waren ja auch die Türken. Es waren übrigens 36 Nationen und ein österreichischer Beobachter. Aber meine Delegation war der Koffer und ich. Und die Türken waren auch dort, waren vorher schon dort, das war eigentlich schon diplomatisch wahrscheinlich schon ausgemacht. Auf jeden Fall hat man den türkischen Beitrittsgesuch zum globalen Süden BRICS einen Riegel vorgeschoben, weil man gesagt hat, wir warten bitte noch ein paar Jahre, weil deine Implikation mit dem Westen ist uns dann doch zu hoch. Ja? Und das ist interessant. Gleichzeitig hat aber der Mark Rutte am ersten Tag der BRICS-Konferenz den BRICS-Staaten ausrichten lassen, wir haben nichts dagegen, wenn ein NATO-Staat Türkei dem BRICS beitritt, weil es ist ja eh nur eine ökonomische Vereinigung, das muss man sich mal vorstellen. Der NATO-Chef. Der Rutte da, der Holländer, der hat das ausrichten lassen. Es waren ja so viel, dort sowieso so viele Geschichten. Wie gnädig. Aber zum Beispiel, dass CNN am ersten Tag gesagt hat, na, so isoliert ist der Putin dann da nicht und lauter solche Dinge sind da passiert. Das war ja sehr merkwürdig alles. Aber jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war am 22. Oktober, hat das BRICS angefangen in Kasan. Der Putsch war irgendwann im Dezember, 50 Tage später. Und 50 Tage später ist der NATO-Staat, der eigentlich der NATO den Rücken gekehrt hat, bei den BRICS angeklopft hat, wieder zurückgekehrt und macht mit großen Geheimdienstkräften und Militärkräften wahrscheinlich, also das wissen wir ja nicht genau, eine Riesensache in Syrien. In 50 Tagen, so ein wichtiger geostrategischer Staat, der ja nicht klein ist, macht es. Die Folge könnte, das ist keine Prognose, ist eine Befürchtung, könnte sein, dass Türkei die Rolle Deutschlands übernimmt, weil Deutschland hat ja auch Gas reingelassen bis 2022 und dann weiterverteilt und Geschäfte gemacht, Energiebroker quasi, um das jetzt vereinfacht darzustellen. Und die Türken können das dann auch machen. Und die Türken sagen ja offiziell, so wie die Saudis auch, wir wollen ja eigentlich das neue Deutschland werden, weil jeder orientiert sich ja an den Deutschland vor 20 Jahren, weil du sagst ja jeder, das war ja eine frische Sache. Hat sich noch nicht rumgesprochen. Ne? Naja, die Saudis, das hat der Mohammed bin Salman 2018 gesagt, wir werden das neue Deutschland. Also jeder will Deutschland werden, nur Deutschland will es nicht mehr. Ja, also das ist die Formel des Tages für mich, aber das ist recht interessant. Jetzt will der natürlich energieintensive Unternehmungen und deutsche Unternehmungen dort ansiedeln. Das will der Saudi auch. Also was jetzt auf die schöne, heile Welt zukommt, die wir vorher da ein bisschen besprochen haben, ist, dass jeder zirkt an der deutschen Genialität, an der deutschen Disziplin und die werden sich die besten Köpfe holen und Türkei ist sicher kein schlechter Ort zu leben. Und Saudi-Arabien ist ein bisschen tougher, ja, da brauchst du schon Mut, sage ich einmal. Aber der Mohammed bin Salman hat versprochen, dass er die Scharia-Gesetze aussetzt und dass es in diesen Wirtschaftszonen Alkohol gibt. Somit ist es Gmade Wiesen. Also finde ich schon wieder ein paar Leute. Dann wissen wir ja, wo wir den Bachheimer demnächst antreffen können. Ich bin zu alt. Also, wenn ich jetzt 50 wäre, wäre ich jetzt schon in Saudi-Arabien. Ich war vor 6 Wochen in Riyadh. Ja. Also was sich da abspielt, wenn du das mit eigenen Augen siehst, ja, vergiss Dubai, also das darf ich nicht sagen, das ist der Scheichbest. Dubai ist ziemlich super. Aber was in Saudi-Arabien passiert, da schlottern den Emiratis die Knie, weil die haben 1000-mal mehr Geld und mit dieser neuen Technologie, weil Dubai ist ja aufgebaut auf der Nullerjahr-Technologie und die Saudis bauen jetzt wirklich die neuen Sachen und das war ja ein Technologiesprung, muss man dazu sagen. Jetzt habe ich schon übertrieben. Ja, jetzt will ich da mal einen Punkt reinbringen. Nein, super, dass du das so schön ausgearbeitet hast, Thomas, weil ich will jetzt doch auf einen Punkt für Deutschland, für Europa eingehen.
Wenn wir jetzt sehen, wir haben also diese Konkurrenzsituation, in diesen Regionen wird es Energie üppig geben. Und kleiner Exkurs, wir leben in einem energetischen Zeitalter seit 300 Jahren. Jede Form des Wohlstands und des Wachstums ist korreliert mit einem größeren, intensiveren Einsatz von Energie und optimierten Einsatz von Energie. Das Thema KI ist enorm energieintensiv. An dem Thema KI wird sich das Potenzialwachstum mit orientieren. Und jetzt gibt es Räume, wo energetisch aufgerüstet wird, wo große Kapazitäten geschaffen werden. Microsoft macht das, glaube ich, jetzt auch in den USA, ein 80 Milliarden Programm. Oder das war Google, bitte nicht festlegen. Und wir hier sind die Einzigen auf der Welt, die sagen, wir wollen energetisch runterfahren. Was sagen wir damit der Welt? Was sagen wir damit der Zukunftsfähigkeit des Standortes? Wir müssen hier energetisch dramatisch aufrüsten, eine Überversorgung generieren, die uns auch es ermöglicht, dass wir den Sektor KI, der für die zukünftige weltwirtschaftliche Entwicklung tragende Bedeutung haben wird, hier mit ansiedeln, damit hier an der Zukunftsfähigkeit partizipieren. Wir tun das Gegenteil. Es ist für mich eine Form der bewussten, aber dennoch für die Öffentlichkeit manipulierten Verzwergung Europas und Deutschlands. Und die geht einher mit Wohlstandsverlust. Wohlstandsverlust, wissen wir aus 1929, 1932, führt zu gesellschaftspolitischer Instabilität. Wenn sich das weiter fortsetzt und dieses Risiko verbindet sich damit, dann ergibt sich damit so etwas, nichts gegen Österreich, aber eure Gefreiten wollen aber diesmal kommt der Guter, das bin ich. Eure Gefreiten wollen wir nicht mehr haben. Ja? Aber das hängt alles damit zusammen, es hängt alles an Wirtschaft. Wir können eigentlich sagen, es hängt alles an Energie, weil die Wirtschaft hängt an Energie. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann bekommen wir ein gesellschaftspolitisches Problem. Wenn sich das weiter aufbaut, dann haben wir ein politisches System auch der Regierungsform. Also es hängt so viel dran. Und wenn wir sehen, wie gesagt, wie sich die Karten verschieben im Energiemix auf der Welt und wo Europa steht, ganz im Ernst, dann würde ich, wenn das eine Hausarbeit eines Schülers von mir wäre, würde ich sagen, 6 Sätzen. Ja. Ja, Klasse wiederholen, bam, aus, Ende. Ja. Unbeschulbar. Das ist mir zu fatalistisch. Ich meine unsere politische Klasse, nicht das Land. Ach so, okay. Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, die Herren, wir haben noch den Kapitalmarktausblick 2025 vor dem Hintergrund, was wir gerade alles besprochen haben, was wir alles gelernt haben, mit dem Ausblick auf 2025, insbesondere, was uns immer interessiert, Aktienmärkte, Edelmetallmärkte. Wie ist da die Einschätzung? Wir haben letztes Jahr, waren ja die bestperformenden Märkte, Bitcoin lasse ich mal außen vor, hat eine Sonderrolle, aber vor allen Dingen Gold, Silber, wunderbar performt und vor allen Dingen auch Technologieaktien. Wie ist die Einschätzung für 2025? Markus, vielleicht fängst du mal an. Du hast ja im Alpha Novum ein eigenes Portfolio. Ja. Wie bist du da schwerpunktmäßig ausgerichtet? Also ich hatte das vor 14 Monaten das erste Mal veröffentlicht. 1. Dezember 2023 wurde es online gestellt und seitdem tracken wir das. Das hat seitdem etwa 24% gewonnen. So nicht ganz, etwas mehr als 21% annualisierter Return. Was habe ich damals gesagt? Wir gehen in resiliente Branchen rein, global verteilt. Was habe ich damit gemeint? Big Tech, weil Big Tech sowieso schon diversifiziert ist, hat sich recht gut rentiert. Dann Entertainment, weil ich gesagt habe, in schlechten Zeiten wollen die Leute abgelenkt und unterhalten werden. Netflix war einer meiner besten Performer im Portfolio. Was drin ist, ist Goldminen. Hat lange gebraucht, bis es trotz der starken Edelmetall-Performance kam, aber jetzt hat es sich dann am Schluss doch sehr gut entwickelt. Und was noch drin war, was ich aber jetzt vor 2 Monaten rausgenommen habe, war das ganze Thema Pharma. Allerdings, das war schon immer ohne Impfpharma, das hatte ich noch nie drin, dieses Risiko wollte ich nie. Also Pharma war drin, Nahrungsmittel war drin, das habe ich alles rausgekehrt, weil ich gesagt habe, ich will das Pulver trocken halten. Und das habe ich nicht gemacht, indem ich es linear runterfahre, sondern indem ich bestimmte Branchen rausgenommen habe. Auch Automotive habe ich rausgenommen. Da hatte ich sowieso keine rechte Freude dran. Es hat performt, aber es hat nicht toll performt. Ja. Weil da dachte ich, es ist jetzt runtergeprügelt genug, als ich es reingenommen habe. Das hat auch gestimmt, aber das hätte besser performen können. Jedenfalls habe ich es auf diese
einigen wenigen Branchen. Rüstung habe ich auch rausgenommen, allerdings schon vor einem Vierteljahr, weil ich gesagt habe, der Krieg ist verloren. Nee, ein halbes Jahr her habe ich gesagt, der Krieg ist verloren, also Rüstung raus. Und jetzt habe ich 51% Cash in dem Aktienportfolio und warte darauf, dass ich irgendwo zuschlagen kann. Ja, ich bin sicher, 2025 wird die Gelegenheit kommen, das zu tun. Da werde ich zwar dann auch in der Performance mit den restlichen 50% ein bisschen leiden, aber es gilt ja auch hier Diversifikation. Und ich bin sicher, wenn wir dann irgendwann im Sommer oder Herbst wahrscheinlich, meistens ist ja der Herbst die schlechte Zeit, aber es kann auch früher passieren, dann wird nachgekauft. Ja? Ja. Und zwar auch mit geografischen Schwerpunkten. Was sind meine geografischen Schwerpunkte? Das ist nicht Europa, das ist Nord- und Südamerika. Und das wird wahrscheinlich Ende des Jahres auch wieder ein bisschen Richtung Asien gehen. Beim Thema Immobilien ähnlich, sage ich, Standortwahl ist entscheidend. Keine Immobilien in Deutschland, solange das Heizungsgesetz steht. Es gibt aber auch in Europa gute Immobilienstandorte, speziell hier in der Schweiz, was auch ein super Immobilienstandort ist von der Performance der nächsten Jahre, da bin ich sicher, wird Argentinien sein und auch die Vereinigten Staaten. Jetzt vielleicht nicht gerade in Malibu, aber sonst glaube ich gar nicht so schlecht. Und auch andere Länder in Südamerika, wo man absehen kann, dass die von der libertären Revolution erfasst werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das in Brasilien passiert, weil in Brasilien kommen jetzt die ganzen Skandale der linkssozialistischen Lula-Fraktion an den Tag. Es kann nicht mehr lange dauern, bis da die Volkswut groß genug ist, auch diesen kleinen Möchtegern-Diktator hinwegzuspülen. Also könnte auch Brasilien noch mal interessant werden. Und Edelmetalle, ja, ich glaube, Edelmetalle werden nicht mit 35% dieses Jahr performen. Das halte ich für unwahrscheinlich, zumal das Thema BRICS-Währung möglicherweise durch die Konfrontation mit Trump eher ein bisschen nach hinten verschoben werden könnte, obwohl jetzt ja die Infrastruktur steht. Aber ich glaube, man kann drin bleiben. Ich denke, dass mit Edelmetallen so zwischen 10 und 25% auch dieses Jahr drin sind. Und etwas mehr Richtung Silber verschoben. Also bisher hatte ich 80 Gold, 20 Silber, jetzt ist 70 Gold, 30 Silber. Aha, ja. Also wer deine Timing-Entscheidungen verfolgen möchte, gerne auf Alpha Novum dir entsprechend folgen, dass man entsprechend sehen kann, zu welchem Zeitpunkt du in welche Bereiche investierst. Ja, also sehr interessant mit der hohen Cashquote, mutig, aber ja, vor dem Anbetracht jetzt dieser Corona-Einsparmaßnahmen in den USA vielleicht jetzt die richtige Fährte. Also ich kann mir vorstellen, dass es zu einer vorübergehenden Schwäche kommt, wenn die Einsparmaßnahmen greifen, weil die wirken deflationär. Aber die Märkte, insbesondere die Aktienmärkte, da wird nicht die Gegenwart gehandelt, sondern die Zukunft. Und wenn die Märkte erkennen, dass das die richtigen Reformen sind, dann wird es sich sehr schnell auch auf die Aktien auswirken. Haben wir in Argentinien auch gesehen. Also zunächst mal war es ein bisschen wobbly und dann plötzlich haben die Märkte jemand, der macht ja alles richtig, und dann ging das Ding ab. Ja? Und auch zum Beispiel Immobilien, Mietgesetzgebung abgeschafft in Argentinien, Mietbindung abgeschafft, all den ganzen Mieterschutz abgeschafft. Was war das Ergebnis? Die Mieten sind um 20% gefallen und die Preise um 20% gestiegen. Ja, warum? Also alle hatten was davon. Die Eigentümer hatten was davon durch die gestiegenen Werte, die Mieter haben was davon durch die gefallenen Mieten, weil plötzlich wieder die Objekte auf den Markt kommen konnten, die man lange Zeit leer stehen lassen musste, weil man sich von einem Mieter schwerer trennen konnte als von einem, wie soll ich sagen, falsch gewählten Ehepartner. Ja? Interessant. Thomas, was denkst du 2025? Ja, hätte ich ja Geld, würde ich das folgendermaßen machen. Wir stehen vor einem Umbruch, ja, das haben wir beide Kapazunder von mir links und rechts auch schon bestätigt. Das ist ein Jahr von Umbrüchen. Jahr von Umbrüchen ist natürlich geprägt von hoher Volatilität, von hoher Unsicherheit, aber gleichzeitig auch von sehr hohen Chancen. Ich würde jetzt den mittleren Bereich, also der Ansatz heißt Barbell-Ansatz, das ist eine Hantel. Und neben den Autoren Krall und Hellmeier habe ich nur einen Lieblingsautoren, das ist der Nicolas Taleb, seines Zeichens Großtrader und Risikomanager. Schwarze Schwan. Schwarze Schwan und noch für Auch so ein Wall Street Mann. Wie? Auch so ein Wall Street Mann. Ja. Jetzt hör mal auf bitte, nur weil ich was sage. Na, und noch wichtiger ist Antifragilität. Und macht solch antifragil. Und der hat einen Ansatz in solchen Jahren, das hat er aber schon vor 20 Jahren geschrieben. Und das ist sehr interessant. Und du lässt den mittelbar aus. Du machst wie die italienische Nationalmannschaft in die 80er Jahre, du machst Catenaccio. Du hast einen Teil der Hantel, ja, 50, 60, 70% auf Sicherheit. Ja. Also Gold, Silber und Cashquote, hohe Cashquote.
Aber du darfst Aber in US-Dollar und nicht Euro, die Cashquote. ja, also Euro. Dann kannst du die moldawische Währung annehmen. Nein, und den Mittelbau mit VW-Aktien und das Ganze, das kann man mal getrost weglassen. Und drüben hast du den Angriff, den Sturm auf der Handel. Ja? Und die Handel, die muss dann die Chancen, die sich uns bieten. Da würde ich natürlich, Silber ist bei mir jetzt nicht mehr auf der Seite, auf der Sicherheitshandel. Silber würde ich rüberschieben, Gold bleibt noch da. Und Silber schiebe ich rüber auf die Angriffsseite. Und dazu kommen noch, es gibt bereits im Westen gängige ETFs auf BRIC-Staaten, die mich sehr interessieren. Und natürlich Rohstoffe und Kupfer, Long zum Beispiel und solche Sachen. Die sind auch nur für den Fall, dass es eine Chance gibt. Weil ich darf ja nicht ganz flach da liegen und risikoavers sein, weil es ja ein chancenreiches Jahr werden wird. Aber nur, wenn ich im Februar und März schon die Tore reinkriege in mein Portfolio, dann habe ich es halt schwierig und deshalb bin ich eher auf der sicheren Seite und mit dieser Handeltheorie, glaube ich, liegt man eher richtig. Also Rohstoffe, BRIC-Staaten im Angriff und in der Verteidigung Gold und vielleicht sogar ein paar Anleihen von zuverlässigen Staaten. Mir fällt nur im Moment gerade keiner ein. Sehr schön. Volker. Also ich erwarte, wenn wir die globalen Aktienmärkte sehen, im Grunde genommen eine durchschnittliche Rentierung wie in der Story, wir reden von 7 bis 8%. Ich favorisiere etablierte Geschäftsmodelle, Hightech und fossile Brennstoffträger. Sektoral. Fossile Brennstoffträger kommen wieder. Wir sehen, wie sich immer mehr Länder auch von den Klimazielen verabschieden. Das sind nicht nur die USA, das ist Großbritannien etc. pp. Das ganze Thema, das wird nicht die Prominenz haben, auch nicht ESG, wie es vorher war. Wie gesagt, durchschnittliche Rendite 7 bis 8%. Man kann durchaus, wie du das auch machst, mal Cashquote hochfahren, aber grundsätzlich mindestens eine Investitionsquote von 60% auf dem Aktienportfolio halten. Was mich auch reizen würde, wäre, Europa zu shorten. Wie kann man Europa am besten shorten? Am Devisenmarkt. Losgelöst von hinter den Kulissen vorhandenen Stabilitätsvorstellungen, die sowohl in Washington als auch in Frankfurt abgesprochen sind. Das sind relativ freie Märkte. Aber der Euro ist für mich ein Verkauf in Stärke, sofern wir nicht innerhalb von kurzer Zeit die Reformanstrengungen der USA mindestens matchen, wir müssten sie sogar übertreffen. Also der Euro ist für mich ein Jos, weil wir Eliten haben, die mit dem Begriff Verantwortung wenig anfangen können. Edelmetalle, d'accord. Ich nenne sie mal die Währung ohne Fehl und Tadel. Also die haben noch nicht mal, Thomas, wusstest du das? Staatsdefizite. Ja. Ich wusste. Nein, aber sind Währungen ohne Fehl und Tadel. Ich neige auch dazu, dass Silber ein Aufholpotenzial hat. Also sind wir relativ dicht beieinander. Und wer in Anleihen sich bewegen will, in die Länder investieren, die Strukturreformen machen. Wer Strukturreformen macht, sinnvolle Strukturreformen, der erhöht das Leistungsprofil der gesamten Volkswirtschaft und sowas wird honoriert an Märkten. Die Länder, die das nicht tun, Großbritannien merkt es gerade am Rentenmarkt, die Gilts, die 10-jährigen Staatsanleihen sind Jos, weil die haben auch ein Haushaltsproblem und noch mehr Probleme. Frankreich hat es gemerkt, es war noch milde bisher, das war wieder etwas eingefangen. Die Bundesleiten noch gar nicht, also was hier unvorstellbar ist, Deutschland gilt ja noch so als Stabilitätsanker, 62, 63% Staatsverschuldung. Ja, wenn wir die Schattenhaushalte draufrechnen, kommen wir auf 70, 75% in etwa. Genau. Die Rentensache lassen wir mal aus von vor, Markus, weil das eine veränderbare Größe sein kann im Krisenfall. Also wir gelten noch als der Stabilitätsanker. Im Hinblick, und da frage ich mich, was Ratingagenturen machen, im Hinblick darauf, dass die Investitionspläne der nächsten 3 Jahre bei den großen Unternehmen abgeschlossen sind und Deutschland als Investitionsstandort einfach wegfällt, habe ich nicht die Fantasie, dass sich der Kapitalstock, die Summe der Unternehmen hier nachhaltig positiver entwickelt, wenn wir mit halbgaren Reformen kommen. Das heißt, es geht weiter runter. Das Steuersubstrat sinkt, Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Ausgaben nehmen zu. Das ist wie ein Spagat. Und ein Spagat bei sportlichen Leuten mag ja ganz spaßvoll anzusehen sein. Was wir hier erleben, ist aber ein recht unsportliches Gebilde der Verkrustung.
Das sieht nicht gut aus. Also von daher sehe ich auch das Risiko, dass wir plötzlich in Deutschland andere Risikoprämien zahlen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und darüber sollte man sich in Berlin und Brüssel, weil nochmal Deutschland die Zahl Q Europas, sehr bewusst sein. Wenn wir hier als Stabilitätsanker ausfallen und bei einer Fortsetzung dieser Politik, die wir jetzt haben, ist die Wahrscheinlichkeit nicht, ist die Frage nicht des Ob, sondern nur des Wann und Wie. Dann steht so viel zur Disposition. Und für mich ist, und dann sind wir wieder bei dem Thema Echokammern, das ist das größte Risiko, weil in den Entscheidungsgremien werden Echokammern gepflegt, die diese Sichtweisen nicht im erforderlichen Maße berücksichtigen. Also, aber die Asset Allocation steht. Ich teile auch die Skepsis bezüglich Kryptoanlagen, was das weitere Potenzial anbetrifft. Je höher das Potenzial, desto höher kommt der Grenznutzen, dass es irgendwann kippt. Das heißt, Solidität hier vielleicht auch mal, dass man sagt, im Durchschnittspreis vielleicht 15%, 20% höher, aber noch funktioniert es. Und noch halte ich es auch durchaus sinnvoll. Früher hatte ich immer 10:1, das fehlt, 9:1. 9 Edelmetalle, 1% Krypto. Ich kann mir sagen 8:2 und bei den 8 hätte ich jetzt auch 5:3 in der Aufteilung Gold, Silber. Das ist das Antwort drauf. Die Herren, herzlichen Dank für die Einblicke. Wir haben überzogen. Das lag aber nicht an euch, sondern an mir. Ich habe da wirklich jetzt eine Viertelstunde draufgegeben, aber ich denke, das hat sich allemal gelohnt. Wer übrigens jetzt im laufenden Jahr auch die Einschätzung weiter verfolgen möchte, wir haben auf unserem World of Value Kanal, mache ich regelmäßig auch Interviews. Da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich auch nochmal das ein oder andere Thema besprechen. Das nächste Alpha-Trio findet dann statt im April. Wer mal Lust hat, vorbeizuschauen, bitte zeitnah anmelden. Da haben wir erfahrungsgemäß nie so viel Karten. Und ja, vielen Dank an die drei Herren. Das hat mal einen Applaus verdient. Ich finde, das war eine super Runde. Dankeschön. Ja. Auch zu Hause vielen Dank fürs Reinschauen und auf bald mal hier in Schaffhausen oder bei der nächsten World of Value. Bis dahin.